Ja, herzlich willkommen zur 7. Ausgabe aus der Veranstaltungsreihe Die Exzellenzuniversität Bonn lädt ein. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie alle erschienen sind. Und ja, wir laden Sie dazu ein, mit uns heute in das Thema, in die Materie des Träumen und des Schlafs einzutauchen. Genau, das Thema des heutigen Abends ist also Träume und Schlaf und wir beide begleiten Sie heute Abend durch die Veranstaltung und dafür stellen wir uns einmal kurz vor. Mein Name ist Mona Landers. Und ich bin Jada Jeddan. Wir sind vom Campusradio der Universität Bonn FM und ja, wir freuen uns auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Der Saal ist ja buchstäblich voll und ich finde, das ist auch keine Überraschung bei dem Thema Schlafen, Träumen. Das begleitet uns ja wirklich durch den Alltag und ist auch einfach super spannend. Und ich weiß nicht, wie Sie das alle sehen, aber ich bin ja auch ein riesengroßer Schlaffan. Ja, und dem schließe ich mich an. Und was das Thema alles zu bieten hat, das zeigen wir Ihnen heute mit Fragen wie sieht gesunder Schlaf bei uns Menschen aus? Was passiert, wenn wir krank sind? Träumen Tiere überhaupt? Und wie wurden Träume in alten Kulturen gedeutet? Ja, Mona, das waren jetzt richtig viele Fragen und ich bin froh, dass wir die und viele weitere heute Abend beantwortet bekommen in 4 Impulsvorträgen von ExpertInnen der Universität Bonn. Und nach den 4 Impulsvorträgen hat das Kammerchor der Universität Bonn auch noch ein Stück für uns vorbereitet, das thematisch natürlich auch zum heutigen Abend passt. Also seien Sie gespannt. Genau, und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann merken Sie sich die unbedingt, denn im Anschluss zum Kammerchor gibt es noch eine Fragerunde, wo Sie dann Ihre Fragen an die 4 Vortragenden loswerden können. Und zum Schluss stellen sich die Fachschaften der katholischen und evangelischen Theologie vor. Ja, Mona, und ich würde sagen, bevor wir beide jetzt noch viel zu viel quatschen, holen wir erstmal den Gastgeber des heutigen Abends auf die Bühne. Einen großen Applaus für unseren Rektor, Professor Dr. h.c. Michael Hoch einmal. Willkommen. So, hallo zusammen. Schönen Hallo. Abend. Hallo. Ja, starten wir mal ganz allgemein rein in die Thematik. Warum ist das Thema denn besonders für Sie spannend? Also eigentlich, als ich mir das Thema überlegt habe, habe ich zunächst mal ans Träumen gedacht. Gell? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also wenn ich träume, dann dringe ich in so eine Fantasiewelt ein. Gell? Und also das ist wohl auch häufig so, dass Menschen fliegen, während sie träumen. Also ich fliege auch. Ja? Dann fliege ich rum und gucke mir verschiedene Sachen an. Und klar, da gibt es auch Träume, Verfolgungsträume und anderes. Aber es ist irgendwo die Faszination, dass man in so eine andere Welt eindringt. Ja? Und das finde ich deswegen toll. Und Schlaf ist natürlich mit dem Träumen verbunden. Also das irgendwo zusammen zu verknüpfen, macht natürlich auch Sinn. Und es gibt ja auch viele Menschen, die auch Probleme haben beim Schlafen. Ja? Ich selber kann aber auch schlafen. Ja, vielleicht nicht so lange wie Sie, aber ich schlafe auch gerne. Okay, Sie sagen schon, Sie schlafen gerne und wenn wir über Ja. Schlafen reden, dann gibt es ja auch immer eine Sache, die gern diskutiert wird. Ist man Team Nachteule oder Team Ja. früher Vogel? Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ja, also es ist mir gesagt worden, wir waren jetzt gerade eine Woche in China, dass ich eigentlich beides bin. Ja? Also wir sind früh morgens raus und ich bin da auch fit, aber ich kann eben halt auch bis spät in die Nacht agieren. Also was das Schönste ist Karaoke, wenn wir in Japan sind und dann anschließend morgens um 3 noch Ramensuppe, ja? Also irgendwo, wenn wir unterwegs sind. Also, und ich bin also beides. Es gibt ja auch Tiere, die so in den Dämmerungen aktiv sind, also sowohl morgens früh wie auch abends, Katzen zum Beispiel, ja, und irgendwie ist es bei mir genetisch, glaube ich, so verankert. Beide Teams einfach. Genau, ja. Warum denn auch Ja. sich entscheiden müssen, würde ich sagen. Ja, genau. Und noch eine letzte kleine Frage. Was sind denn dann Ihre 3 Tipps für den perfekten Schlaf? Okay, ja, also ich sage jetzt mal Sachen, also die man sinnvollerweise sagt, also kein Alkohol, ja, abends halt nicht spät, also essen, sondern eher leichte Kost, gell? Ich denke aber, dass das auch was hat, wenn man das anders macht. Gell? Ja. Und aber da ich muss jetzt natürlich formell, jetzt versuche ich irgendwo, ja, also ja, Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ja.
Ja, ich würde sagen, das war doch schon mal ein guter Einstieg in die Thematik des heutigen Abends. Und einige Sachen, die wir jetzt auch schon so angerissen haben, ja, die werden wir jetzt auch tiefergehend besprechen. Ja, vielen Dank an Sie auf jeden Fall. Genau. Ja, kommen wir ohne weiteres zu unserem ersten Vortrag des Abends, gehalten von Dr. Michael Sommerauer. Er studierte Humanmedizin an der RWTH Aachen und promovierte in der Biochemie. Heute ist er als Oberarzt und Leiter des neurologischen Schlaflabors am Zentrum für Neurologie an der Uniklinik Bonn tätig. Ja, und seine Forschungsgruppe befasst sich besonders mit der isolierten REM-Schlafverhaltungsstörung als Frühsymptom bei Parkinson. So, das muss ich einmal ablesen. Ja, herzlich willkommen, Dr. Sommerauer. Schön, dass Sie den allerersten Vortrag des heutigen Abends halten. Und Sie stellen uns einmal vor, wie der Schlaf ja bei gesunden Menschen aussieht, was den Schlaf stören könnte und was eben ganz besonders bei kranken Menschen anders ist. Einen großen Applaus bitte für unseren ersten Vortragenden. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung, Ihnen eine neurologische Perspektive auf den Schlaf zu zeigen und Ihnen zu zeigen, was das auch alles mit einem Friseursalon zu tun hat. So, was passiert, wenn wir schlafen? Schlafen ist sehr, sehr verbreitet im Tierreich. Da werden wir gleich auch noch mal ganz genau darauf eingehen, wie Spinnen schlafen. Und eigentlich jedes Tier, was wach ist, schläft auch. Aber was sehr unterschiedlich ist, wie lange und wie wir aussehen beim Schlafen. Und es gibt Tiere, die schlafen wirklich kurz oder auch sehr krumm. Und es gibt Tiere natürlich, die schlafen extrem lange. Und der Mensch als Tier hat auch ein Optimum. Und dieses Optimum ist ungefähr bei 7 bis 8 Stunden. Und das liegt ungefähr hier. Jetzt sieht man auch noch die weißen Kästchen, die ich da extra reingemacht habe. Die habe ich zu Hause nicht gesehen. Und wenn man jetzt aber länger oder kürzer schläft, dann geht es tatsächlich damit einher, dass die Sterblichkeit zunimmt. Also tatsächlich sind 7 bis 8 Stunden quasi für ein langes Leben das Optimum. Und es gibt 2 Prozesse, die den Schlaf regulieren und die sind natürlich, was kann ich anderes sagen als Neurologe, im Gehirn lokalisiert größtenteils. Und es gibt nämlich die innere Uhr, den Prozess C und auch die Wachzeit, die Homöostase oder auch den Prozess S. Und den Prozess C ist lokalisiert im sogenannten Nucleus suprachiasmaticus. Das heißt nichts anderes, dass dieses Kerngebiet direkt über unserer Seebahnkreuzung ist. Und das ist gut, weil die innere Uhr, die produziert sogenannte Clock-Gene und die ist nicht ganz exakt und die richtet sich dann immer ein bisschen noch nach dem Licht aus. Und jeder hat das schon einmal erlebt, zum Beispiel wenn man nach China fliegt. Dann hat man seine alte Bonner Uhr noch mitgenommen und die muss sich dann langsam adaptieren. Und manche merken das auch immer montags, dass sie quasi in einer anderen Zeitzone nochmal aufwachen. Und das ist das, was wir neurologisch Social Jetlag nennen. Und der Prozess S ist recht einfach. Je länger ich wach bin, umso größer wird mein Schlafdruck. Und auch das, denke ich, hat jeder schon einmal erlebt, jeder, der lange wach geblieben ist. Und was passiert im Gehirn? Im Gehirn wird Energie verbraucht und quasi der Abfallstoff häuft sich an. Insbesondere im Frontalhirn nimmt das Adenosin zu. Das ist quasi das, was übrig bleibt, wenn wir Energie verbraucht haben. Und ich denke, jede von Ihnen kennt auch das Gegenmittel dazu. Den Kaffee, das Koffein. Das Koffein verhindert, dass das Adenosin binden kann. Das Adenosin ist natürlich trotzdem da und wenn der Kaffee dann irgendwann durch ist, kommt das Adenosin natürlich doppelt so stark wieder zurück. So. Der Schlaf ist aber nicht einfach so etwas, wo man ausgeknipst wird und dann passiert erstmal nichts, sondern der Schlaf ist sehr dynamisch und der Schlaf hat auch eine sehr, sehr klare Architektur. Und das ist ein sogenanntes Hypnogramm. Da sehen wir also von links nach rechts, einmal die ganze Nacht. Und das, was Sie sehen, ist eben, dass der Schlaf sich ja immer ein bisschen wieder verändert, diese Schlafstadien. Und eben in blau markiert, das ist der Tiefschlaf. Und in orange markiert, das ist der sogenannte Traumschlaf. Und der wechselt sich so ein bisschen ab. Und der Tiefschlaf ist besonders viel am Anfang und der REM-Schlaf besonders viel am Ende. Und der
Da gibt es eine gewisse Rhythmik dahinter und ungefähr 5 bis 6 Zyklen haben wir so in der Nacht durch, die alle eigentlich aus all diesen Schlafstadien bestehen sollten. Und was wir uns angucken in der Neurologie, sind natürlich die Hirnströme, und im Tiefschlaf sind diese Hirnströme sehr gleichförmig. Die sind sehr hochamplitudig und sehr langsam. Das Hirn ruht sich da quasi wirklich schön aus, und dagegen im REM-Schlaf, der auch paradoxer Schlaf genannt ist unser Hirn eigentlich sehr aktiv, und das passt sehr gut, weil im REM-Schlaf haben wir auch besonders viele Träume, und selbst auch die Spinne träumt ja da. Und das Besondere ist aber, dass der Körper gelähmt ist. Der ist eigentlich gelähmt bis darauf auf den Namensgeber, nämlich, kein Spoiler, bis darauf nämlich, dass die Augen sich sehr stark bewegen, und das kann man sogar auch tatsächlich durch die Augenlider sehen. Da können Sie also quasi heute Nacht noch einmal nach links oder nach rechts schauen und sehen in der zweiten Nachthälfte, wie es sich dort bewegt. Und das ist eben der Namensgeber, diese Rapid Eye Movements. Jetzt habe ich Ihnen ja versprochen, dass es auch ein bisschen um Friseur geht. Nämlich geht man eigentlich ziemlich zerzaust, das Gehirn geht ziemlich zerzaust abends ins Bett und wird dann einmal frisch gemacht. Waschen, schneiden, legen. Und das gehen wir einmal genau durch. Das Gehirn wird einmal schön sauber gemacht. Und was heißt das? Es gibt im Körper natürlich die Arterien und die Venen. Die einen bringen das Blut hin zum Organ, die anderen bringen es weg wieder zum Herzen. Und dazwischen ist das Lymphsystem. Ne? Das kennt auch jeder. Oh, habe ich dicke Beine so lange gestanden hier vorne an der Bühne. Und dieses Lymphsystem, das gibt es aber im Gehirn nicht. Was das Gehirn aber hat, es hat eine Flüssigkeit, in der es schwimmt. Und das ist der sogenannte Liquor oder eben auch das Nervenwasser. Und das kann in Schwingung gebracht werden, in Pulsationen. Also die Arterie, die pulsiert, kann auch eben diese Hirnflüssigkeit in Schwingung bringen. Und dann passiert eben das, dass eben diese Schwingung einmal durch das ganze Hirngewebe durchgebracht wird, bis hin zur Vene, wo dann auch eben mit diesem Strom alle Abfallstoffe mitgenommen werden. Und das fluorescent tracer into the CSF or the fluid. Das tut mir leid, dass der Ton da noch an war. Können wir den Ton ausmachen? Ja. Und jetzt kommt eine ganz leise Pulswelle, das ist ja nachts, wir schlafen. Und eben dieses lymphatische System ist nachts im Schlaf besonders aktiv. Und dann eben reinigen wir waschen unser Gehirn von dem, was am Tag dort an Abfallstoffen produziert worden ist. Kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt schneiden wir. Und das ist wichtig, denn Sie hören mir hoffentlich gebannt zu und machen neue Synapsen. Ihre Nervenzellen verbinden sich neu, aber jetzt ist ja der Knochen drumherum. Sie können nicht unbegrenzt viel, weil irgendwann platzt Ihnen quasi der Kopf vor lauter Wissen. Das heißt, diese neuen Verbindungen, die wir hier auch mal Axon-Spine-Interfaces nennen können, die müssen regelmäßig gekürzt werden, weil sonst haben wir zu viele drin, dann verlieren wir an Kontrast und können uns eigentlich auch nichts Neues mehr merken. Und das hat man sich bei Nagern mal sehr genau angeschaut, und man sieht ja, dass diese Nervenzellen überall so kleine Knubbelchen haben. Das sind diese Axon-Spine-Interfaces. Und man hat die Nagetiere einerseits mal viel wach sein lassen oder eben auch viel schlafen lassen. Und dann hat man geschaut, wie viele von diesen Axon-Spine-Interfaces haben die denn jetzt, je nachdem, ob die geschlafen oder wach gewesen sind. Und tatsächlich war es so, die geschlafen haben, hatten weniger als die wach geblieben sind. Und das ist eben wichtig dafür, dass man den Kontrast erhält und dass es eben auch nicht zu viele werden. Was Sie auch sehen, man kriegt nicht abends oder nachts eine Glatze geschnitten, viel bleibt übrig, aber eben gerade die man besonders viel genutzt hat, das sind die übrig bleiben, und die man nicht mehr genutzt hat, die können dann eben abgeschnitten werden. So, und jetzt kommt neues Wissen auch noch dazu, und das wollen Sie ja gerne ablegen. Also jetzt wird die Frisur einmal schön gelegt. Neue Informationen werden ins Regal gestellt, und das will ich Ihnen einmal an einem schönen Experiment zeigen. Hier musste man von der Mitte, vom schwarzen Punkt, einen Punkt von der Außenseite mit einem Joystick hin navigieren. Und das sieht eigentlich einfach aus. Es gab aber eine Kraft, die einen dagegen gearbeitet hat. Man musste also lernen, diese Kraft einzuschätzen, damit man zielgerichtet da zu seinem Punkt kommt. Und dann hat man die Leute schlafen lassen. Was man gesehen hat, jetzt sehen Sie von oben auf den Kopf, vorne ist die Nase als Dreieck, links und rechts sind die Ohren, dass genau dieses rechte Hirnareal, was die Hand quasi bedient, besonders tief schläft. Je röter es ist, umso mehr Tiefschlaf ist dort im Gehirn. Was wir also daraus lernen, das Gehirn schläft nicht überall gleich, und da, wo es besonders benutzt worden ist, tagsüber, da schläft es dann besonders tief. Und man hat manche von denen eben schlafen lassen und manche hat man wach sein gelassen. Und die geschlafen haben, das sehen Sie an dem hohen schwarzen Bogen, die konnten nachher viel besser diesen Joystick-Task, und die wach geblieben sind, die haben quasi nichts gelernt.
Und das ist für mich natürlich total angenehm, wenn jetzt nämlich jemand einschläft, dann weiß ich, diese Person möchte es besonders mein Wissen verfestigen. Das ist unglaublich befreiend, wenn man das im Kopf hat. Gut, jetzt möchte ich aber auch noch als Arzt über Träume, über Albträume sprechen. Und ich hatte 2 Patienten bei mir, die mir das über ihre Träume berichtet haben. Ich träume immer wieder, dass ich unter Wasser tauche und im Schlaf streite ich mich regelmäßig mit meinen Nachbarn. Insbesondere der zweite, das war eigentlich ein super netter Kerl. Gucken wir uns mal die Frau an. Die hat also geträumt, sie taucht immer wieder unter. Und wenn man sich das nämlich mal dem Schlaflabor genauer anschaut, stimmt das auch. Das ist das, was wir im Schlaflabor alles messen können. Und was wir gesehen haben hier, ist, dass sie immer wieder die Luft angehalten hat. Das sehen Sie, dass diese Bögen immer wieder so eine Pause haben. Und was dann auch hier rot markiert ist, ihr Sauerstoff im Blut ist immer wieder abgefallen. Und dieses Signal hat sie dann immer wieder aufwachen lassen. Und jetzt sehen Sie, dass das ganz, ganz oft passiert. Und das ist das, was bei einer Schlafapnoe passiert, wenn also immer wieder die Atmung aussetzt. Und wenn man sich das mal etwas genauer anschaut, dann blockiert quasi dieser Atemweg im Rachen. Und dadurch kommt es dann zu dem Stopp des Atemflusses. Und das liegt oft daran, dass eigentlich die Zunge ein bisschen groß ist. Und das ist nicht nur die Zungenspitze, die wir hier drin haben, sondern dahinter kommt noch ganz viel. Ein Riesenmuskel ist dahinter noch, wenn man den einmal so sich anschaut. Und dann kann es eben sein, dass es quasi, wenn der Druck abnimmt, dass wie bei einem Fahrradreifen zu eng ist. Und das ist das dann eben auch die Therapie. Wir können mit einer Maske ein bisschen mehr Druck zuführen. Und dann sehen Sie, dass auch der Mann total glücklich ist und auch die Frau ihr bestes Lächeln präsentiert. Und natürlich freut das die Industrie auch, dass sie so ein gutes Produkt anbieten kann. Und wir als Ärzte freuen uns auch, weil jetzt sehen Sie wieder Überlebenskurven. Die orangene ist die Kurve, wenn solch eine Therapie initiiert wird. Über die Zeit ist also die Sterblichkeit geringer. Und dunkelblau ist die, wenn man so eine Therapie nicht beginnt. Dann nimmt die Sterblichkeit zu, weil eben weil der Schlaf nicht erholsam ist und weil das so ein Stress für den Körper ist. Jetzt möchte ich mit Ihnen auch über den zweiten Patienten sprechen. Super netter Kerl. Wir müssen wieder den Ton ausschalten, bitte. Sonst schimpft er hier ganz laut. Und das sieht ja überhaupt nicht nett aus. Und was der nämlich tatsächlich gesagt hat, ich träume nachts, dass ich eigentlich einen Riesenkonflikt mit meinem Nachbarn habe und den trage ich nicht nur verbal aus, sondern da geht es richtig zur Sache. Und das ist tatsächlich ein extrem spezifischer, wichtiger Vorbote, dass eine Parkinson-Krankheit auftreten kann. 80-90% der Leute, die so eine REM-Schlafverhaltensstörung aufweisen, entwickeln in den nächsten 15 Jahren eine Parkinson-Krankheit. Und wir stellen uns das ungefähr so vor, dass bei der Parkinson-Krankheit Eiweiße verklumpen und dass diese Verklumpung im Magen-Darm beginnt, also im Nervensystem in der Peripherie. Dort sind dann hier die Klümpchen. Und jetzt gibt es einen Hirnnerven, den 10., den Nervus vagus, der verbindet Gehirn mit dem Magen-Darm-Trakt. Und dadurch kann dieses Aggregat bis hoch ins Gehirn wandern und landet dann quasi unten im Hirnstamm, wo die wichtigen Schlafzentren sind und wo dann eben auch der REM-Schlaf reguliert wird. Und weiter oben erst sind die motorischen Zentren. Und wenn sich das jetzt eben weiter ausbreitet, dann sind auch diese motorischen Zentren im Gehirn betroffen. Und tatsächlich, die Dänen und auch die Schweden, die haben große Register und die konnten zeigen, dass wenn man diesen Nervus vagus durchtrennt, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass Parkinson entsteht, nämlich ungefähr halbiert. Und damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, dass der Schlaf sehr, sehr wichtig ist für das Gehirn, dass man veränderte Träume ernst nehmen soll und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gehe direkt runter, ne? Ja, vielen Dank, Dr. Sommerauer. Und ich muss sagen, ich bin immer noch leicht schockiert von der Anzahl von Stunden, die man nur schlafen sollte, um gesund zu sein. Das ist ja auch eine Studentenkrankheit, einfach ein bisschen zu viel zu schlafen, würde ich sagen. Naja, ich würde sagen, wir haben einiges über den menschlichen Schlaf gelernt, aber wie sieht das Ganze denn überhaupt bei Tieren aus? Wie schlafen die? Und Mona, weißt du überhaupt, ob die träumen? Also ich weiß es nicht, aber es gibt jemanden, der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat und das ist Dr. Daniela Brösler. Sie ist im Bonner Institut für organismische Biologie in der Abteilung Biodiversität der Tiere tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Verhalten, Evolutionsbiologie, sensorische Ökologie und natürlich Schlaf. Einen großen Applaus.
Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, Sie jetzt auf eine kleine Reise in das Reich des Tierschlafs mitzunehmen. Kurz vorweg allerdings, Sie sehen es bereits, es wird in diesem Vortrag Bilder und Videos von Spinnen geben. Wenn Sie also unter einer wirklich starken Spinnenphobie leiden, dann seien Sie bitte gewarnt. Und falls Sie Spinnen einfach nur nicht so toll finden, dann bitte ich Sie, mir die Chance zu geben, Sie in den nächsten 15 Minuten vom Gegenteil zu überzeugen. Schlaf ist ein riesiges Mysterium nach wie vor in der Biologie. Warum begeben wir und andere Tiere uns in einen so verletzlichen und gefährlichen Zustand, in dem wir uns eigentlich gar nicht wehren können? Tatsächlich ist bisher kein einziges Tier gefunden worden, was nicht schläft. Schlaf scheint also extrem universell zu sein, aber auch existenziell. Auch wenn es oft so wirkt, als wüssten wir sehr viel über Tierschlaf, ist er leider sehr selektiv erforscht. Das bedeutet, leider ist die Forschung hat sich sehr, sehr stark auf die Wirbeltiere, vor allem auf Säugetiere und Vögel beschränkt oder an Modellorganismen. Schlafforschung findet häufig oder fand auch natürlich hauptsächlich im Labor statt. Das heißt, wir wissen sehr, sehr wenig darüber, wie Tiere in der Natur schlafen. Wir wissen also extrem wenig über den Schlaf von wirbellosen Tieren und gar nichts darüber, wie wirbellose Tiere in freier Wildbahn schlafen. Und das ist seltsam, denn wir wissen ja bereits, dass Schlaf im Tierreich extrem vielfältig ist. Wir haben bei Herrn Sommerauer bereits gesehen, dass die Schlafdauer stark variieren kann von Art zu Art. Und daran, aber nicht nur daran, sehen wir, wie anpassungsfähig Schlaf ist. Auch wenn wir uns anschauen, wie geschlafen wird, sehen wir, dass Schlaf sehr flexibel ist. Es gibt Tiere, die schlafen nur mit einer Hirnhälfte und können damit mit der anderen Hirnhälfte weiter wachsam bleiben oder sogar sich weiter bewegen. Das sind also Antworten auf einen offensichtlich sehr, sehr starken Selektionsdruck. Manche Tiere übertreiben es dabei ein bisschen, wie zum Beispiel die Zügelpinguine. Diese schlafen in der Brutzeit 11 Stunden. Das klingt für die Studierenden wahrscheinlich erstmal super, aber dann nicht mehr, wenn wir uns anschauen, wie sich diese 11 Stunden zusammensetzen, und zwar aus 10.000 4 Sekunden Micronaps. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Entsprechend hat sich die Evolution da so einiges einfallen lassen. Aber wann ist Schlaf überhaupt entstanden? Tatsächlich finden wir Schlaf bereits bei Quallen und Quallen sind ungefähr 600 bis 700 Millionen Jahre alt. Das Spannende daran ist allerdings nicht das Alter, sondern dass Quallen gar kein Gehirn besitzen. Wir müssen also davon ausgehen, dass Schlaf tatsächlich vor der Evolution von Gehirnen stattfand und entsprechend vielleicht auf zellulärer, sogar neuronaler Ebene stattfindet. Und wie ist das mit dem REM-Schlaf? Die Phase, in der wir, wie Sie gerade gesehen haben, am intensivsten träumen. Ich bin mir sicher, die Haustierbesitzer von Ihnen haben solche Beobachtungen schon gemacht. Also REM-Schlaf ist durchaus dokumentiert, vor allem wieder bei den Wirbeltieren, bei den Säugetieren und bei den Vögeln und auch bei Reptilien. Vor 3 Jahren hat sich dann auch noch der Oktopus in diese Liste eingereiht. Und wir sehen ebenfalls Zuckungen, aber vor allem diese spektakulären Farb- und Texturwechsel auf der Haut während dieser REM-Schlafphase. Und es konnte auch gezeigt werden, dass die Hirnaktivität während dieser Phasen steigt. Das hat dann so ein bisschen an der Annahme gerüttelt, dass REM-Schlaf eine Eigenschaft von großen und komplexen Gehirnen ist. Aber dann hat man sich auch wieder gedacht, na gut, aber Oktopusse haben auch komplexe Gehirne, 9 sogar. Vielleicht passt es ja noch, aber ich würde das jetzt gerne vollends auf den Kopf stellen. Und dazu würde ich gerne fragen, ob wir Botaniker unter uns haben und jemand sagen kann, was wir hier sehen. Jawohl, das ist Mohn, das ist ein Mondkorn. Und wenn wir dieses Mondkorn jetzt mal auf seine tatsächliche Größe runterschrumpfen, dann ist das ungefähr die Größe des Gehirns einer Springspinne. Springspinnen sind tagaktive visuelle Jäger mit großen Augen und sie kommen in vielen Formen und Farben vor. So zum Beispiel können sie aussehen wie eine Diskokugel, andere tarnen sich als Ameise oder als Spinne im Schafspelz. Und es stellte sich heraus, dass diese Spinnen fantastisch für die Schlafforschung sind. Und Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, Schlafforschung an Spinnen, wie kommt man dazu? Warum? Und ich weiß, wir vermissen ihn alle. Ja,
So, um den Zusammenhang mit den Spinnen jetzt zu verstehen, brauchen wir noch einen kleinen anatomischen Background. Und zwar haben Springspinnen einen extrem ausgeprägten Sehsinn. Das bedeutet, anders als Insekten können Spinnen tatsächlich ihre Netzhäute von den 2 großen Vorderaugen bewegen. Die Augen selbst bewegen sich nicht, aber wie Sie in dem Video sehen können, sind diese Netzhäute beweglich. Warum brauchen diese Springspinnen so wahnsinnig gute Augen? Zum einen sind sie eben visuelle Jäger, zum anderen aber benutzen sie dieses Sehverhalten für die visuelle Kommunikation, zum Beispiel die Balz, oder auch für ihre sehr präzisen Sprünge. Aber wie kommen wir jetzt zum Schlaf? Tatsächlich war das eine rein zufällige Entdeckung, die ich während der Pandemie gemacht habe. Und zwar habe ich eine Springspinne gefunden, die sich nachts kopfüber an einem Faden aufhängt und die ganze Nacht in dieser Position verbleibt. Das war schon spannend genug, aber vor allem hat es uns erlaubt, diese Spinne ganz, ganz detailliert die ganze Nacht zu filmen. Und was wir dann gefunden haben, hat eigentlich seither meine Forschung bestimmt. Tatsächlich sehen wir bei den Spinnen, ganz ähnlich wie beim Hund, diese regelmäßigen Phasen mit Zuckungen. Wir sehen, die Spinnwarzen bewegen sich und wir haben uns gefragt, könnte das sowas sein wie REM-Schlaf? Dazu haben wir uns dann kleine Babyspinnen angeguckt. Die sind nämlich die erste Woche durchsichtig, sodass wir die Netzhäute tatsächlich durch die Haut durchsehen können. Und wir konnten zeigen, dass jedes Mal, wenn diese Phasen stattfinden, wir tatsächlich auch Bewegungen der Netzhäute sehen können. Jetzt können Sie vielleicht noch sagen, ja, vielleicht alles so zufällig. Tatsächlich haben wir auch hier eine ganz klare Schlafarchitektur. Diese Phasen waren extrem konstant, haben immer ein bisschen länger als 1 Minute gedauert und traten alle ca. 17 bis 20 Minuten auf. Fantastisch, was für eine Entdeckung, aber es wird noch besser. Und zwar finden wir mittlerweile dieses Verhalten bei allen Spinnen. Es ist völlig egal, welche Spinnen wir uns anschauen. Irgendwann, je nachdem, ob sie tag- oder nachtaktiv sind, filmen wir diese Verhaltensmuster und finden diesen REM-Schlaf auch bei allen anderen Spinnen. Und wir sehen sogar die Netzhautbewegungen dann bei Spinnen, die überhaupt nicht als primär visuell gelten. Das ist tatsächlich extrem spannend. Und selbst bei Spinnen, die relativ extreme Anpassungen durchgemacht haben, wie zum Beispiel die Wasserspinne. Diese lebt das komplette Leben unter Wasser in einer Luftblase. Und hier sehen Sie auch eine solche Phase, der REM-ähnliche Phase in dieser Luftblase. Dass wir eben jetzt so robust diese Verhaltensweisen bei allen Spinnen finden können, gibt uns zum allerersten Mal die Möglichkeit, eine wirklich groß angelegte, vergleichende Studie aufzubauen, in der wir uns den ganzen Stammbaum der Spinnen anschauen. Seit wir hier sind in Bonn, haben wir angefangen, Daten dazu zu sammeln und hoffen, so viele Familien wie möglich über den Stammbaum hinweg abzudecken, sodass wir dann analysieren können, ob es Zusammenhänge zwischen der Ökologie, dem Verhalten und vor allem der Sinneswahrnehmung der verschiedenen Spinnen und der Evolution von REM-Schlaf gibt. Spinnen eignen sich allerdings auch hervorragend für Verhaltensexperimente. Dafür haben wir uns auf eine Springspinne spezialisiert, die wirklich sehr speziell ist. Zum einen hat sie eine super Schlafposition, die nicht rotierend ist, wie die ersten Spinnen, mit denen wir gearbeitet haben, sodass wir die Netzhautbewegung selbst bei den erwachsenen Tieren sehen können. Und zweitens ist es die intelligenteste Spinne der Welt. Diese Spinne jagt andere Spinnen, das macht sie vielleicht für einige von Ihnen etwas sympathischer. Und sie tut das mit extremer Präzision. Das heißt, diese Angriffe werden wirklich präzise geplant und dann mit sehr, sehr viel Präzision ausgeübt, so wie hier der Angriff auf eine netzbauende Spinne. Also aufgrund dieser Schlafposition und der kognitiven Leistung ist diese Spinne für uns wirklich ein super Forschungsobjekt, so auch zu unserem Experiment zum Schlafentzug. Hier wollten wir wissen, ob eben ein Defizit im Schlaf am nächsten Tag nachgeholt werden muss. Dazu mussten unsere armen Spinnen die Nacht mit 25 Fruchtfliegen verbringen. Das hat dazu geführt, dass sie wirklich kein einziges Mal in den REM-Schlaf übergehen konnten. Und dann haben wir uns den Schlaf am nächsten Tag angeschaut. Und sehr spannenderweise hat sich die Dauer der REM-Schlafphase überhaupt nicht verändert. Das heißt, hier ist die Struktur anscheinend extrem unflexibel. Allerdings hat die Spinne viel, viel länger geschlafen und den REM-Schlaf entsprechend verdoppelt und so viel mehr REM-Schlaf gehabt als am Vortag, um das Defizit wieder auszugleichen.
In Zukunft wollen wir uns aber nicht nur den Einfluss auf den Schlaf, sondern vor allem den Einfluss auf das Verhalten am Tag anschauen. Was passiert, wenn die Spinnen nicht gut geschlafen haben? Verhalten sie sich dann auch so, wie sie sollen? Hier interessiert uns vor allem der Einfluss auf Kognition, denn Springspinnen sind tatsächlich in der Lage, selbst bewegungslose Objekte, wie zum Beispiel eine 3D-gedruckte Spinne, zu erkennen als Gefahr und davor wegzulaufen. Das Verhalten ist tatsächlich angeboren, das sehen wir schon bei Spinnen, die gerade frisch geschlüpft sind. Sie wissen ganz genau, wovor sie weglaufen müssen. Hier haben wir also ein perfektes Experiment, um zu schauen, wie wirkt sich Schlafentzug auf Reaktionszeit und Kognition aus. Ein ebenso wichtiger Teil unserer Forschung ist es eben, uns den Schlaf in der Natur anzuschauen. Und dafür müssen wir leider in die Heimat dieser tollen Springspinne und unsere Feldforschung in den australischen Tropen durchführen. Hier filmen wir dann tatsächlich diese Spinnen beim Schlaf in der freien Natur. Klingt einfach, ist es nicht. Aber wir haben es geschafft, viele Spinnen tatsächlich in freier Natur zu filmen und Sie können sich vorstellen, dass der Schlaf in der freien Natur deutlich anders aussieht als im Labor. Denn wir sind in den Tropen, viele andere Tiere sind nachtaktiv und da ist es eigentlich unweigerlich, kommt es da zu Begegnungen. Hier zum Beispiel mit einer Ameise. Ich hoffe, Sie können das halbwegs sehen. Das Ganze ging noch zum Glück glimpflich aus, aber wir sehen schon, Schlaf ist in der Natur einfach ein bisschen anders. Hier ein anderes Beispiel. Hier oben haben wir ein Männchen, hier unten ein Weibchen, die teilen sich einen Schlafplatz in dieser Nacht und die Nacht war bereits absolut Horror. Aber es sollte noch schlimmer werden. Sie wurden so oft gestört in dieser Nacht und dann nochmal so richtig. Und das kann halt passieren in der Natur, dass dann einfach mal so ein Hundertfüßer durchs Schlafzimmer läuft. Sie sehen also, Schlaf in der Natur ist gefährlicher und entsprechend ist Schlaf in der Natur wahrscheinlich auch ganz anders als im Labor und deshalb so wichtig, dass wir uns das anschauen. So, und damit, diese Videoaufnahmen wahrscheinlich schon albtraumhaft für einige von Ihnen, aber damit kommen wir zum letzten Teil des Vortrags und der Frage, die mir sehr oft gestellt wird, und das ist Träumen Spinnen. Die Medien waren sich da nach unserer Studie ziemlich einig. Mich haben sie da nicht gefragt, ich hätte das nicht so beantwortet. Und genau deshalb ist es mir sehr wichtig, auch hier nochmal zu sagen, REM-Schlaf ist kein Synonym von Träumen. Und es ist entsprechend einfach nicht ganz korrekt zu behaupten, nur weil wir REM-Schlaf bei einem Tier finden, dass es tatsächlich auch träumt. Das größte Problem hierbei ist eben der Human Bias, also dass wir unsere ganz eigene Vorstellung und Erfahrung haben, was ein Traum ist und wie sich das anfühlt. Und ob es sinnvoll ist, das auf Tiere zu übertragen, das können wir wahrscheinlich nachher alle gemeinsam ein bisschen noch weiter diskutieren. Und vor allem sind natürlich auch viele Tiere gar nicht visuell. Und da stellt sich dann die Frage, träumen die in anderen Sinneswahrnehmungen, zum Beispiel eine Spinne in Vibrationen? Fest steht aber, dass Träumen irgendwann in der Evolution entstanden sein muss. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Träumen erst plötzlich mit dem Menschen entstanden ist. Und entsprechend gibt es irgendwo diesen Ursprung und auch diese ursprüngliche Funktion. Es gibt diverse Theorien zur Funktion vom Träumen, so zum Beispiel die Threat Simulation, also das Üben und Simulieren von Gefahrensituationen. Es wurde eben schon mal erwähnt, wenn Sie vor jemandem weglaufen, zum Beispiel, um eben das Gehirn darauf vorzubereiten und zu trainieren, wenn was Gefährliches passiert. Aber auch andere Theorien eher in Richtung Gedächtnis und Problemlösung, sowie Behavioral Replay, also das Nachspielen von Verhaltensweisen. Zu den letzten zwei gibt es tatsächlich auch Hinweise aus dem Tierreich. Es gab zum Beispiel eine Studie mit Ratten, deren Gehirnaktivität man beobachtet hat, während sie durch ein Labyrinth gelaufen sind. Und in der Nacht im REM-Schlaf konnte man dann die neuronalen Muster genau in der gleichen Abfolge wieder sehen, wie als sie tagsüber durch dieses Labyrinth liefen. Also schon ein sehr starker Hinweis darauf, was da nachts passiert. Ein anderes Beispiel sind männliche Zebrafinken. Die bewegen nachts im Schlaf ihre Stimmmuskulatur und man geht davon aus, dass sie nachts den Gesang üben. Also auch hier eher in Richtung Behavioral Replay. Und wenn wir jetzt zurück zu den Spinnen kommen, dann rein biologisch wären durchaus sowohl die Threat Simulation Theorie als auch Behavioral Replay denkbar für eine Spinne. Auch
Für eine Spinne könnten diese Dinge sinnvoll sein. Threat Simulation ist dabei jedoch eigentlich nicht wirklich testbar. Und das ist für das Behavioral Replay ein bisschen anders. Da habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass wir etwas testen können. Wir können die Spinnen niemals fragen, ob sie geträumt haben, aber wir können uns die Bewegungen, die wir im REM-Schlaf sehen, sehr, sehr genau anschauen, so wie zum Beispiel diese Bewegungen der Spinnwarzen bei der Tarantel, aber auch bei anderen Spinnen und eben die Augenbewegung. Und dann analysieren, ob das Bewegungsmuster sind, die im Wachzustand auch so stattfinden. Das wären zumindest erste Hinweise darauf. Ob die Spinne jetzt träumt oder nicht, können wir also leider nicht beantworten. Aber nur wenn wir wirklich weiterhin Tiergruppen untersuchen, die bisher unerforscht sind in Bezug auf Schlaf, können wir zu einem größeren und besseren Verständnis von Schlaf, REM-Schlaf und hoffentlich auch der Evolution von Träumen denen auf die Spur kommen. Es gibt also noch viele, viele offene Fragen und viel Raum für mehr Forschung. Und ich hoffe, ich habe Ihren Gehirn jetzt ganz viel Input gegeben und wünsche Ihnen bereits heute Nacht spannende Träume. Und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allem bei meinem Team, ohne dass diese Forschung überhaupt nicht stattfinden würde, in ganz besonderer Weise meiner Doktorandin Nadja Geiger. Ja, vielen, vielen Dank an Dr. Daniela Rösler. Wer hätte gedacht, dass so viel in so einem kleinen Wesen und wie ich finde auch süßen Wesen steckt. So, also wir haben jetzt gelernt, dass Tiere qualitativen Schlaf auch irgendwie brauchen. Und bei uns Menschen ist das ja auch nicht wirklich anders. Ich glaube, wir alle kennen es, nach einer schlaflosen Nacht produktiv zu sein, funktioniert eher weniger gut, als wenn man dann doch letztendlich ausgeschlafen ist. Ja, ich denke mir und auch einige Leute anscheinend unter Ihnen bis 3 Uhr morgens wach bleiben, um Karaoke zu singen und dann Ramen zu essen. Halb so schlimm, mal eine Nacht ein bisschen Schlafentzug zu haben. Aber was für Auswirkungen eigentlich Schlafentzug und eine schlechte Schlafqualität haben, darum soll es in unserem dritten Vortrag gehen. Professor Dr. Ulrich Ettinger studierte Psychologie und Neurowissenschaften und ist seit 2012 an der Universität Bonn als Professor im Institut für Psychologie tätig. Und ja, in seinem Vortrag heute stellt er uns einmal vor, was Schlafentzug für unser Gehirn bedeutet und klärt vielleicht auch die Frage, ob der frühe Vogel oder die Nachteule ja, den besseren Schlafrhythmus hat. Bitte kommen Sie auf die Bühne, einen herzlichen Applaus. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, jetzt etwas über unsere Forschung rund um das Thema Schlaf sagen zu dürfen. Schlaflos in Bonn. Es wird um den Schlafentzug gehen und ich werde Bezüge zum Chronotyp und zur psychischen Gesundheit herstellen. Ich fange an mit einem Dank, eben wie gerade auch an das Team, an meine langjährige Kollegin, Mentorin Veena Kumari in London. Sie verbringt auch viel Zeit in Bonn. Sie war Humboldt-Forschungspreisträgerin, ist University of Bonn Ambassador. Ihr Postdoc Satyam Chauhan und meine Postdoktorandin Kaya Fassbender, das ist das Team. Kaya ist gerade auf dem Weg nach London mit dem Career with Family Programm der Uni Bonn. Also das ist das Team, das diese Studien gemacht hat. Zunächst zum Thema Schlafentzug und da möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise, auf eine Transatlantik-Regatta für Einhandsegler von Plymouth in Südengland über den Atlantik nach Newport in Rhode Island in den USA. Wenn Sie sich fragen, was hat das mit Schlafentzug und psychischer Gesundheit zu tun, das ist hier in diesem Artikel, das war 1972, ein Jahr später in The Lancet beschrieben, wenn man eine solche Überfahrt macht, alleine auf einem Segelboot, dann darf man nicht viel schlafen aus Sicherheitsgründen. Das ist hier beschrieben, ich habe das übersetzt in aller Kürze. Die meisten Teilnehmer dieser Regatta haben tatsächlich nie sehr lange geschlafen, nicht länger als 1 Stunde in der Regel und die gesamte Überfahrt dauerte immerhin 24 bis 52 Tage. Jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, wie ist das wohl, wenn man so über eine solch lange Zeit nur so wenig schläft? Was macht das? Welche psychischen Auswirkungen hat das? Hier einige Erlebnisberichte der Teilnehmer dieser Regatta. Eine Person sagte, es war so, mein Verstand war völlig von meinem Körper getrennt. Das würden wir als dissoziatives Erleben bezeichnen. Eine andere Person sagte, ich dachte, ich hörte Stimmen oder ich sah Flecken vor meinen Augen, wenn ich in den Himmel schaute, also halluzinatorisches Erleben.
Und eine Person sagte, es wäre so, als sei man betrunken oder bekifft, im englischen Original high on pot. Und diese Berichte, die geben doch einen Aufschluss darüber, wie das wohl ist. Und sie geben eigentlich einen Einblick in ein fast psychoseähnliches Erleben oder in einen psychoseähnlichen Zustand. Und diese Thematik, ob der Schlafentzug, der kontrollierte, vollständige Schlafentzug für 1-2 Tage, ob der vielleicht nicht sogar eine Art Modell, ein Psychosemodell darstellen kann, das wurde in einer Vielzahl von Studien seitdem intensiv untersucht. Es gibt auch aus der klinischen Forschung bekannte Zusammenhänge zwischen Schlafstörungen und Schizophrenie oder Psychose. Bei Schizophrenie sind Schlafstörungen deutlich häufiger, auch bei Menschen mit erhöhtem Psychoserisiko. Und aus sogenannten Experience-Sampling-Studien, das sind Studien, in denen die Versuchspersonen immer wieder über mehrere Tage, mehrfach am Tag befragt werden über ein kleines Gerät oder eine App. Wie geht es Ihnen gerade? Was machen Sie? Was haben Sie gerade getan? Wo befinden Sie sich? Aus solchen Studien weiß man, dass die Qualität des Schlafs, also die Anzahl der Unterbrechungen in der vorherigen Nacht, statistisch den Realitätsverlust und die Paranoia, also psychotische Symptome bei Menschen mit Psychoserisiko vorhersagt. Es gibt also diesen Zusammenhang, und das haben wir gerade schon über Tiere gehört, auch diese Mechanismen wollte man besser verstehen und ist dafür ins Tiermodell gegangen. In einer Studie an Ratten, auch die kann man wach halten, die werden auf eine kleine Plattform gesetzt und möchten nicht ins Wasser fallen. Sie werden also bis zu 72 Stunden wach gehalten und dann misst man etwas, von dem man weiß, es hat einen Bezug zur Psychose. Und das ist hier in dem Fall die sogenannte PPI, Präpulsinhibition. Das ist ein Biomarker, der frühe Aufmerksamkeitsprozesse abbildet, also so eine Art Filtermechanismus der Aufmerksamkeit. Und man weiß aus der Schizophrenieforschung, dass das Ausmaß der PPI bei Menschen, bei Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie reduziert ist, also eine verschlechterte Filterleistung. Die Frage ist, findet man das auch bei den Ratten nach Schlafentzug? Und die Antwort ist ja. Das ist die Abbildung hier, die Balken ganz rechts. Die Bedingung nennt sich Sleep Deprivation, das ist der Schlafentzug. Und das PPI ist also bei den Ratten nach Schlafentzug signifikant und deutlich reduziert. In der gleichen Studie konnte interessanterweise gezeigt werden, dass sich dieses PPI-Defizit behandeln lässt, also pharmakologisch lindern oder wiederherstellen lässt, und zwar durch Medikamente, die in der klinischen Praxis antipsychotisch wirken, nicht aber solche, die anxiolytisch, also angstlösend oder antidepressiv wirken. Es scheint also diesen Effekt zu geben, diesen Zusammenhang. Wir in Bonn und mit den Kollegen und Kolleginnen in London haben dann was Ähnliches versucht, also Stichwort schlaflos in Bonn. Wir haben junge, gesunde Erwachsene zu uns ins Labor eingeladen. Eine Nacht lang durften sie quasi normal schlafen. Wir haben sie in der Früh geweckt und die Untersuchung gemacht und eine Nacht lang haben wir sie wach gehalten. Und dann haben wir nach etwas mehr als 24 Stunden Schlaflosigkeit das PPI erfasst, also diesen Biomarker der Schizophrenie. Und auch hier sehen wir, genauso wie in der Rattenstudie gerade eben, die gestrichelte Linie, das ist die Sleep Deprivation Bedingung im Vergleich zur normal durchgeschlafenen Nacht. Wir sehen signifikant reduziertes PPI. Auch hier ist ein Blick in die Schizophrenieforschung wieder sehr wichtig. Eine Arbeit der Kollegin Veena Kumari aus London zeigt hier ein ganz ähnliches Muster bei Menschen mit einer Diagnose der Schizophrenie im Vergleich zu gesunden Kontrollen. Die schwarzen Balken, das ist das PPI bei den Kontrollen, und in Grautönen die verschiedenen Patientengruppen, die eben reduziertes PPI aufweisen. Und diese 30 Millisekunden Bedingung, das ist ein Detail, das wir nicht brauchen, die ist tatsächlich sehr ähnlich unseren Daten nach Schlafentzug. Jetzt stellt das PPI eine Art frühen Aufmerksamkeitsfilter dar. Und es gibt tatsächlich Theorien der Schizophrenie, die sagen, naja, das ist vielleicht eine ursächliche Störung und daraus folgen weitere kognitive Beeinträchtigungen. Das haben wir untersucht. Wir haben uns gefragt, was passiert noch nach Schlafentzug. Unter anderem finden wir hier in einer Arbeit auch an jungen, gesunden Erwachsenen nach 24 Stunden Schlafentzug Störungen im Arbeitsgedächtnis. Das ist das aktive Kurzzeitgedächtnis. Das brauchen wir, um zu denken, Verknüpfungen herzustellen, schnell zu reagieren, und in der Impulskontrolle. Also man wird nach einer solch durchnachten wach auch etwas impulsiver, weniger kontrolliert. Dann finden wir darüber hinaus Veränderungen in den Augenbewegungen, haben wir auch gerade gehört. Hier sind Augenbewegungen gemeint, die wir
bei Tag ausführen und von denen man weiß aus einer über 100-jährigen Schizophrenie-Literatur, dass sie bei Schizophrenie verändert sind. Auch das ein Biomarker der Schizophrenie. Und auch hier konnten wir Veränderungen der Augenbewegungen durchaus mit einer gewissen Ähnlichkeit zum Muster bei Schizophrenie beobachten. Das haben wir dann zusammengefasst hier in einer Arbeit, einem theoretischen Artikel, in dem wir die Hypothese aufstellen, dass der experimentell kontrollierte Schlafentzug ein Modell, ein translationales Modell, also über verschiedene Spezies hinweg, ein Modell der Psychose darstellen kann und dass das natürlich auch Implikationen für die Medikamentenentwicklung hat. Und somit komme ich zum zweiten Teil, zum Chronotyp. Zunächst die Frage, was ist der Chronotyp? Er bezeichnet die natürliche Tendenz des Menschen, zu bestimmten Tageszeiten eher wach und fit und aktiv zu sein oder eben eher müde und schläfrig. Wir unterscheiden uns ja alle im Chronotyp, das ist uns sicher bewusst. Wir haben ja auch gerade schon Beispiele gehört von den kombinierten Früh- und Spättypen, aber die meisten von uns haben dann doch eine gewisse Präferenz. Das hat viel mit Genetik zu tun, hat auch was mit dem Alter zu tun und natürlich mit Umwelteinflüssen. Diese Unterscheidung kennt man vielleicht. Man spricht von den sogenannten Lerchen- oder Frühtypen und Eulen- oder Spättypen. Und wenngleich es sicher sinnvoll ist, solche extremen Gruppen herauszugreifen und zu charakterisieren, ist es de facto so, dass die meisten von uns irgendwo dazwischen liegen. Aber die Lerchen, die Frühtypen, das sind eben Menschen, die gerne sehr früh aufstehen, gleich wach sind und sich an den Schreibtisch setzen und dafür abends eher später, ein bisschen früher ins Bett gehen. Und die Eulen, die Spättypen, das sind Menschen, die kommen in der Früh nicht so richtig in die Gänge, aber können dann am Abend vielleicht nochmal eine Spätschicht einlegen und sind da sehr produktiv und auch konzentriert. Jetzt stößt man in der Forschung rund um das Thema Chronotyp recht schnell auf dieses Zitat, das wird Benjamin Franklin zugeschrieben: "Early to bed and early to rise makes a man, or surely also a woman, healthy, wealthy and wise." Wir haben uns gefragt, ist da was dran? Steckt da vielleicht was dahinter? Vielleicht nicht gerade was die Weisheit angeht, aber zumindest doch die kognitive Leistungsfähigkeit. Also ist es so, dass Menschen mit dem frühen Chronotyp besser sind in kognitiven Funktionen wie zum Beispiel Gedächtnis, Lernen, Reaktionsgeschwindigkeit, Entscheiden und Problemlösen. Wir haben uns zunächst im Team mit den Kollegen und Kolleginnen aus London die Literatur angesehen, eine sehr umfangreiche Literaturrecherche betrieben, Ergebnisse aus 65 Studien in 18 Ländern zusammengetragen und finden in der Mehrzahl der Studien keinen signifikanten Effekt oder keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Chronotyp und verschiedenen Bereichen der Kognition, also der Leistungsfähigkeit in diesen Bereichen. Und die Studien, die Befunde berichten, sind insgesamt eher inkonsistent. Es scheint also nicht so zu sein, dass der Chronotyp an sich einen starken und direkten Einfluss auf die Kognition hat. Was ist aber mit dem sogenannten Synchronie-Effekt? Also das ist doch das, was den Chronotyp ausmacht, dass wir uns subjektiv zu einer bestimmten Tageszeit eine besonders gute Leistungsfähigkeit zuschreiben. Kann man das objektiv nachweisen? Hier ist die Befundlage etwas positiver, aber eigentlich auch recht gemischt. Nur in etwa die Hälfte der Studien an jungen, gesunden Erwachsenen zeigt diese Synchronie-Effekte, also dass die Frühtypen in der Früh tatsächlich objektiv bessere Leistung zeigen und die Spättypen abends. Das Alter scheint hier eine Rolle zu spielen. Gerade ältere Menschen, die ja häufig einen eher frühen Chronotyp haben, profitieren tatsächlich eher davon, wenn sie zu ihrer optimalen Tageszeit solche Aufgaben bewältigen müssen. Jetzt steckt in dem Zitat von Franklin aber noch was anderes drin, und zwar ein Verweis auf die Gesundheit. Das haben wir natürlich auf die psychische Gesundheit bezogen und gefragt, stimmt das, ist da was dran? Sind die Frühtypen gesünder, psychisch stabiler, vielleicht weniger anfällig für psychische Störungen? Im Umkehrschluss sind die Spättypen leiden die eher unter psychischen Störungen? Und hier ist die Antwort zunächst ja, relativ klar, es gibt einen Zusammenhang, ich formuliere es mal so, zwischen dem späten Chronotyp und verschiedenen Störungsbildern, wie zum Beispiel Angst, Depression oder auch Substanzmissbrauch. Rechts sehen Sie Daten einer sogenannten Meta-Analyse, also einer Auswertung bereits veröffentlichter Daten, auch das ein Kollege aus London, Ray Norbury, der hier den Zusammenhang mit Depressionen untersucht hat. Und man sieht diese verschiedenen Studien, die Quadrate, das sind die einzelnen Effekte dieser Studien, die befinden sich alle links
dieser Nulllinie. Also mindestens in der Tendenz, einige signifikant zeigen, ja, der späte Chronotyp hängt mit Depressionen zusammen und im Mittel sozusagen kommt dann in dieser Meta-Analyse ein kleiner, aber statistisch signifikanter Effekt dabei raus. Aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, Spättypen haben auch eine geringere Schlafqualität. Sie schlafen generell schlechter. Ein- und Durchschlafschwierigkeiten, Albträume, erhöhte Müdigkeit untertags. Und, auch das wichtig, schlechter Schlaf zeigt sich bei vielen psychischen Störungen, zum Beispiel bei Depressionen oder auch bei Angststörungen. Das heißt, wir haben es, das sieht ein bisschen anders aus als im Original, das tut mir jetzt leid, wir haben es schlussendlich mit 3 Konstrukten zu tun, dem Chronotyp, etwas versteckt hier, der Schlafqualität und psychischen Störungen, die alle irgendwie miteinander korreliert sind und die Zusammenhänge zu trennen, zu lösen, ist gar nicht so leicht. Das haben wir versucht in einer Reihe von Studien, 2 Veröffentlichungen hier, eine Arbeit, das sind alles Online-Studien, eine Arbeit haben wir in Indien durchgeführt und eine in Kooperation zwischen Bonn und London, also insgesamt 3 Stichproben. Wir haben 3-mal genau das Gleiche gefunden, deswegen zeige ich Ihnen die Daten von nur einer Studie oder einer Stichprobe. Das ist das Modell, das wir getestet haben. Das sieht sehr komplex aus, wir brauchen das meiste davon aber gar nicht. Wir brauchen den Chronotyp, den erfassen wir mit einem Fragebogen. Das ist der MEQ. Und dann messen wir die psychische Gesundheit, hier Depression, Angst und Stress, auch mit einem Fragebogen. Und wir würden erwarten, dass es einen Zusammenhang, so wie in der Literatur, gibt zwischen dem späten Chronotyp und einer höheren Ausprägung von Depressionen, Ängstlichkeit und Stresserleben. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, welche Rolle spielt die Schlafqualität? Auch die können wir mit einem Fragebogen erfassen. Die Frage ist also, bleibt dieser Zusammenhang, so wie hier gezeigt, bestehen oder lässt er sich letztendlich über die Schlafqualität erklären? Zu den Ergebnissen zunächst, ja, wir sehen den Zusammenhang wie erwartet zwischen dem Chronotyp, also der späte Chronotyp ist eher mit geringen Effektstärken hier assoziiert mit Ängstlichkeit, Depressionen und Stresserleben. Das bestätigt das, was man kennt aus der Literatur. Im Strukturgleichungsmodell sehen wir aber auch, dass die Schlafqualität eine entscheidende vermittelnde Rolle spielt. Das heißt, der Zusammenhang verschwindet, wenn man die Schlafqualität berücksichtigt. Ich fasse zusammen. Ich habe im Grunde nur 2 Sachen gesagt. Das eine ist, Schlaf ist wichtig für die Kognition. Eine Nacht Schlafmangel kann bereits Prozesse stören, die auch bei Schizophrenie verändert sind. Und zweitens, der Chronotyp scheint für die psychische Gesundheit weniger wichtig zu sein als die Schlafqualität. Ja, Spättypen leiden häufig unter psychischen Störungen, aber nicht wegen des Chronotyps selbst, sondern wegen schlechterem Schlaf. Damit komme ich zum Abschluss noch zu einer Musik- und einer Filmempfehlung, die Freudenbezeugung der 4 Tageszeiten, Barockmusik von Fasch, wunderbar, da ist für jeden Chronotyp etwas dabei. Und falls Sie sich doch eine schlaflose Nacht in Bonn um die Ohren hauen müssen, dann natürlich mit dieser Filmempfehlung Sleepless in Seattle. Und damit danke ich Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Professor Dr. Ulrich Ettinger. Und ich kann nach diesem Vortrag beruhigt sagen, dass ich eine Nachteule bleiben kann, solange ich auf meine Schlafqualität Acht gebe. Und ich habe es ja schon zu Beginn erwähnt, man hört es vielleicht auch raus. Ich liebe Schlafen und es liegt nicht nur an meinem bequemen Bett, sondern auch in dem, was ich abends alles erlebe während des Schlafens. Träumen haben wir ja schon erwähnt, super spannend. Und es passiert auch so viel, also was ich nicht schon alles erlebt habe, Mona. Ja, dem schließe ich mich an. Ich bin auch eine große Träumerin. Und Träumen ist ja auch ein super spannendes Phänomen, wie du es gerade schon angesprochen hast. Und es fasziniert uns Menschen ja schon seit wann eigentlich? Also gefühlt ja schon seit immer, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Aber unser nächster Gast hat da vielleicht eine viel bessere Antwort drauf. Ja, Professor Dr. Jan Dietrich studierte evangelische Theologie, Geschichte, Philosophie und Pädagogik in Tübingen und Cambridge und seit 2020 ist er an der Universität Bonn Inhaber des Lehrstuhls für Literatur und Religionsgeschichte.
des Alten Testaments an der Evangelischen Theologischen Fakultät. Genau, und wir machen jetzt einen kleinen Sprung in der Geschichte. Professor Dietrich stellt uns in seinem Vortrag das Thema Träumen aus einer biblischen Perspektive vor und nimmt uns dafür mit in die alten Kulturen Ägypten, Mesopotamien, Griechenland und das biblische Israel. Ich darf Sie einmal auf die Bühne bitten. Ich hoffe, Sie können alle noch. Nicht, dass wir uns jetzt erstmal alle kämmen müssen. Also Sie schlafen alle gut. Freut mich, Sie schlafen auch gut. Der Rektor schläft gut. Ich schlafe meistens auch gut. Ich bin aber kein Schlafexperte und kein Traumforscher, so wie unsere Experten das hier sind. Aber die Idee war zu schauen, wie andere Kulturen, fremde Kulturen, vergangene Kulturen mit diesem Phänomen Schlaf und Traum umgehen, um von dort zu schauen, vielleicht auch mit Hilfe der biblischen Texte, ob es dann vielleicht doch ein paar Parallelen gibt, rote Fäden gibt, Aha-Effekte gibt, Einflüsse gibt von dort zu unserer Zeit heute. Sie haben es schon ein bisschen angekündigt. Wenn ich im Folgenden ein paar Beispiele aus verschiedenen Kulturen bringe, hat das einen Grund. Sie sehen Jerusalem, Sie sehen das alte Israel, ist de facto eine Art Landbrücke zwischen den großen Kontinenten und den großen Hochkulturen, die sich in dieser Zeit dort ausbilden. Ägypten, Mesopotamien, das Land zwischen den zwei Flüssen, heutiger Irak, Anatolien, heutige Türkei, wo sich die Hochkultur der Hethiter ausbildet. Sie sehen Griechenland. Das ist eine verbundene Welt, von der Steinzeit angefangen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass von dort immer wieder es auch Einflüsse gegeben hat auf die biblischen Texte. Den alten Kulturen ist eigentlich von ganz früh an klar, dass der Schlaf eine Regenerationskraft ist und uns erneuert, wie wir es auch gehört haben. In Ägypten war die Idee, dass man im Schlaf in das Urwasser eintaucht. In einem Hymnus an den Sonnengott heißt es: Wie schön bist du, wenn du aufgehst im Lichtland. Wir leben wieder von Neuem, nachdem wir eingetreten waren in den Nun, das Urwasser. Und er, der Nun, einen verjüngt hat zu einem, der zum ersten Mal jung ist. Der alte Mensch wird abgestreift, ein neuer angelegt. Ich sehe gerade, ich habe keine Stimme mitgebracht, aber ein Käfer, immerhin. Das Urwasser kennen Sie ein bisschen, weil in den biblischen Texten über dem Himmel ja so ein Himmelsgewölbe ist. Und über dem Himmelsgewölbe ist das Urwasser. Und wenn die Sintflut auf uns hereinstürzt, letztes Mal war ja das Unwetter, die Unwetterveranstaltung, wenn die Sintflut auf die Menschen hereinstürzt, öffnet Gott die Schleusen des Himmelsgewölbes und dieses Urwasser stürzt hernieder. Und dieses Urwasser ist also etwas, was von außen kommt. Erster wichtiger Unterschied. Der Schlaf ist eigentlich ein Phänomen, der von außen kommt. Nicht so wie wir es gerade gehört haben, dass eigentlich aus uns sozusagen, wir ziehen uns in uns selbst, in unsere Welt zurück im Schlaf. Nee, hier kommt der mehr von außen. Wir treten in das Urwasser ein und das Urwasser hat eine vorweltliche Dimension. Es ist ein chaotisches Element, es hat eine vorweltliche Dimension. Schon vor der Schöpfung ist es da. Deswegen auch die enge Nähe zum Tod. Und ich will Ihnen jetzt eine Spannung zeigen zwischen der Idee der Schlaf als Regenerationsfähigkeit und der Schlaf in der Nähe zum Tod. Wahrscheinlich, weil von außen betrachtet die Inaktivität, wo der Mensch ja sichtbar gar nicht viel macht im Schlaf, wir wissen, dass es de facto, wissen wir heute ist anders, aber von außen betrachtet die Inaktivität eine Nähe hat zur Inaktivität des Todes. Deswegen dort in den alten Kulturen immer die Parallele auch Schlaf und Tod. In Griechenland ist Hypnos, der Gott des Schlafes, ein Zwillingsbruder von Thanatos, dem Gott des Todes.
Dazu ein Beispiel. Sie kennen David und Jonathan, das gute Freundespaar, das einander liebt. Achill und Patroklos, auch zwei Freunde, die einander lieben. Gilgamesch und Enkidu im alten Mesopotamien, zwei Freunde, die einander lieben. In allen 3 Fällen stirbt der eine Freund. In allen 3 Fällen hält der überlebende Freund eine Totenklage auf den verstorbenen Freund. Hier heißt es, Gilgamesch über seinen Freund Enkidu: Aber jetzt, was ist das für ein Schlaf, der von dir Besitz ergriffen hat? Du bist umnachtet und kannst mich nicht mehr hören. Jener aber erhebt sein Haupt nicht mehr, er fühlte nach dessen Herz, aber es schlägt nicht mehr. Also diese Parallele, Schlaf regeneriert, Schlaf steht in der Nähe zum Tod, ist eine merkwürdige Spannung, nicht wahr? Die haben sie auch in Griechenland, der dritten großen Kultur, die ich Ihnen vorstellen möchte. Da heißt es zum Beispiel schon in der Ilias, wenn Hera einmal wieder ihren Ehemann Zeus austrickst, was sie häufiger macht. Sie trickst ihn aus und sie bringt Schlaf über ihn, damit sie Hera ihm Zeus dann Schlaf, einen leidlosen, linden, also angenehmen, über die Lider gieße und über die verständigen Sinne. Zeus schläft ein, Hera kann ihren Plan mit Hilfe von Poseidon durchführen. In der Odyssee, Odysseus nach seinen vielen Abenteuern, endlich auf dem Schiff auf dem Weg nach Hause und ihm fiel ein tiefer Schlaf auf die Augenlider, ein unerwecklicher, ganz süßer und dennoch dem Tode am nächsten gleichend. Auch hier sehen Sie, der Schlaf kommt von außen, der tritt nämlich über die Augenlider, tritt der Schlaf in uns Menschen ein. Haben Sie noch beim Sandmännchen heutzutage. Im Alten Testament sind diese Grundelemente ganz ähnlich. Es gibt vielleicht einen kleinen Sonderzug, der hängt damit zusammen, dass sie einen Spezialbegriff haben, der heißt semitisch Tadema, den gibt es in den anderen semitischen Sprachen so nicht. Ein ganz tiefer Schlaf, fast bewusstlos, wo der Mensch kaum noch ein Schmerzempfinden hat. Das kennen Sie aus der Paradieserzählung, wo es heißt, da ließ fallen der Herr Gott einen tiefen Schlaf, Tadema, auf den Menschen, Adam, noch der Mensch, noch nicht Adam der Mann, sondern Adam der Mensch, einen tiefen Schlaf auf den Menschen, sodass dieser einschlief. Und er, Gott, nahm von seiner Seite, aus seiner Einhälfte, aus seiner Rippe oft übersetzt, und verschloss mit Fleisch die Stelle. Und es baute der Herr Gott die Rippe und so weiter. Ja? Ein tiefer Schlaf, den Gott von außen auf den Menschen fallen lassen kann, sodass dann der Mensch in seinen 2 Elementen, Frau und Mann, entsteht. Beim Traum ist es ganz ähnlich. Auch der Traum ist nicht so wie bei uns heutzutage, kann man überlegen, ab wann, aber ganz, ganz bestimmt ab der Romantikzeit, wahrscheinlich auch schon vorher. Der Traum ist etwas, das aus uns kommt, ja, aus unseren inneren Tiefen. Und es ist spannend zu sehen und wir versuchen hineinzuschauen in unsere inneren Tiefen. Bis zu Freud geht das in der Psychoanalyse, bis zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen geht das heutzutage. In den antiken Kulturen meistens, nicht immer, meistens auch da, der Traum kommt von außen. Er ist eine Botschaft der Götter. Kann auch eine Botschaft der Dämonen sein, aber häufig eine Botschaft der Götter. Deswegen sind sie auch am Inhalt des Traumes so interessiert. Ich hätte jetzt gedacht, viele der naturwissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, am Inhalt der Träume sind wir gar nicht so sehr interessiert. Wir wollen nämlich die Funktionsfähigkeit der Träume erklären. Das fand ich schön zu sehen. Es gab auch ein paar Phänomene, wo die Inhalte der Träume wichtig waren. In den antiken Kulturen sind die Inhalte ganz entscheidend. Botschaft der Götter im Alten Testament sagt ein Freund von Hiob, Elihu: Ja, auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, aber man durchschaut es nicht ganz, nicht immer ganz. Im Traum einer Vision der Nacht, wenn tiefer Schlaf, da haben Sie noch einmal Tadema, auf die Menschen fällt, beim Schlummern auf dem Lager, dann öffnet er, Gott, das Ohr der Menschen und bestätigt die Weisung oder Warnung für sie. Dieser Traum ist nicht immer inhaltlich sofort evident.
Dass Sie einen Traum haben und gleich wissen, ach klar, dann ist ja die Botschaft diese und jene. Sie können versuchen, die Traumbotschaft bewusst oder eine Traumbotschaft bewusst herzustellen, indem Sie sich meistens in den Tempel legen, wo ja eine Gottheit wohnt. Bei uns in der Kirche heute wohnt Gott nicht, sondern das ist ein Ort, wo die Gemeinde sich versammelt. Im Tempel, Templum, wohnt eine Gottheit. Deswegen können Sie sich im Tempel niederlegen und hoffen dann, dass die Gottheit meistens an die Kopfseite des Schlafenden tritt und eine Botschaft vermittelt. Das macht zum Beispiel dieser Herr rechts, Gudea von Lagasch, um 2100 vor Christus aus dem südlichen Mesopotamien. Und das macht auch Samuel, wie Sie wahrscheinlich erinnern, dass der sich im Tempel niederlegt, noch ganz jung ist, gar nicht genau weiß, was passiert und dann von Gott zum Propheten mit Hilfe eines Traums berufen wird, zum Propheten. Der sogenannte Inkubationsschlaf, den Sie in all diesen Kulturen finden. Wenn Sie aber den Inhalt des Traumes nicht genau deuten können selber, das kann ja passieren, dann brauchen Sie Experten, die das für Sie machen. Der wahrscheinlich in der Bibel berühmteste Traum ist der Traum von Josef. Josef ist ein Träumer, er träumt selber, hat eigene Träume. Er ist aber auch ein Experte, der die Träume der anderen auslegen kann. Und der berühmteste Fall ist der mit Pharao. Der Pharao hat 2 Träume. Und er fragt alle seine Wahrsager, alle seine Magier und keiner kann es ihm beantworten. Josef natürlich kann es dann. Und er träumt 2 Sachen. Erstens 7 fette Kühe steigen aus dem Nil und dann 7 magere Kühe und die 7 mageren Kühe fressen die 7 fetten Kühe. Dann erschrickt er, wacht auf, dann schläft er wieder ein und dann sieht er 7 fette Ähren, die aus dem Nil aufsteigen, dann 7 magere Ähren und die 7 mageren Ähren fressen die 7 fetten Ähren. Keiner der Ägypter kann ihm diese beiden Träume deuten. Josef dann natürlich kann es. Der sagt erstens, diese 2 Träume sind einer. Es gibt ein Zentrum, ein Traumgedanken. Würde Freud sagen, es gibt einen Traumgedanken, ein Zentrum der Auslegung. Diese beiden Träume sind einer. Und das Zentrum ist, 7 Jahre wird es Ägypten gut gehen und dann kommen 7 Jahre Hungersnot. Lieber Pharao, bau lieber gut vor. In diesen 7 Jahren, wo es Ägypten noch gut geht, dann kommen 7 Jahre Hungersnot. In diesen Fällen ist es so, dass der Traum meistens positiv genommen wird als Phänomen, als eine Botschaft von außen. Wir haben aber, und das ist mein letzter Slide, glaube ich, ja, wir haben aber Anfänge von einer Traumkritik, und ich bringe jetzt dieses letzte Slide, um schon ein bisschen wieder überzugehen in unsere gemeinsame Diskussion, dann vielleicht gleich einen roten Faden zu knüpfen, auch zu den naturwissenschaftlichen Untersuchungen zum Traum. Wir haben schon in den antiken Kulturen auch Anfänge einer sogenannten Traumkritik, wo sie die Idee ausgesprochen finden, naja, vielleicht ist der Traum gar nicht von außen kommend, sondern etwas, was aus uns Menschen kommt, etwas menschlich allzu menschlich ist und was dann, wenn Sie so wollen, die Bedingung der Möglichkeit dafür liefert, dass Sie den Traum als ein menschliches Phänomen natürlich, auf natürliche Weise erklären wollen. Das haben Sie zum Beispiel in biblischen Texten mehrfach. Beim Propheten Jeremia heißt es unter anderem in einem der Kapitel, der Prophet Jeremia, ich hörte, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge prophezeien und sagen, ich träumte. Wie lange noch gibt es Propheten des Truges ihres eigenen Herzens? Da haben Sie die Idee, dass der Traum aus uns selber stammt. Und damit auch die Möglichkeit, natürlich diesen Traum kritisch als ein natürliches Phänomen in den Blick zu nehmen. Das hat dann seinen Höhepunkt bei Aristoteles, der der Erste war, der den Traum sozusagen knallhart in der Ausschließung der Möglichkeit, dass er von außen kommt, alleine nur noch als ein natürliches Phänomen behandelt wissen wollte. Das ist bei Platon und anderen, sind noch beide Möglichkeiten im Raum,
Sokrates kann auch im Traum, unter anderem im Traum, die Stimme seines Daimonion hören. Bei Aristoteles haben wir das erste Mal Nein allein. Als natürliches Phänomen nehme ich den Traum in den Blick und versuche ihn natürlich zu erklären. Und damit öffnet sich ein Weg hin zu naturwissenschaftlichen Betrachtungen und Deutungen des Traums. Damit bin ich am Ende und gebe den Ball zurück an Sie. Vielen Dank an Professor Dr. Jan Dietrich. Und das war auch schon unser allerletzter Impulsvortrag für den heutigen Abend. Und es geht Ihnen bestimmt genauso wie mir. Ich bin jetzt noch viel, viel faszinierter von dem Thema Träume und Schlaf. Und ich habe jetzt noch viel mehr Fragen als zu Beginn der Veranstaltung. Und deswegen würde ich Sie alle bitten, wenn Sie Fragen haben, behalten Sie die kurz noch im Kopf, denn wir kommen gleich nochmal zu Ihnen und Ihren Fragen. Genau, und davor haben wir aber auch noch was für Ihre anderen Sinne. Es soll ja nicht nur das Gehirn heute Abend arbeiten. Als nächstes auf der Bühne dürfen wir den Kammerchor der Universität Bonn begrüßen, unter der Leitung von Anna Göke. Denn es wird jetzt romantisch, aber auch etwas wehmütig. Es geht nämlich um zwei Liebende, die nur im Traum ihre Sehnsucht erfüllen können. Viel Spaß bei dem Stück Der Traum von Robert Schumann und einen großen Applaus bitte. Nach Im schönsten Garten walten zwei Bohlen Hand in Hand, zwei bleiche, kranke Gestalten, sie saßen im Blumenland, sie küssten sich auf die Wangen, sie küssten sich auf den Mund, sie hielten sich fest und schlungen, sie wurden jung und gesund, zwei Glöcklein klangen helle, der Traum verschwand zu Stund. Sie lag in der Klosterzelle, er fern im Turmesgrund. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an den Kammerchor der Universität Bonn und an Anna Göke. Und ich fand, das war ja, ein traumhafter Auftritt vom Kammerchor. Und ich muss auch zugeben, ich höre viel zu wenig Chormusik. Das war dann doch ja, Geht sehr mir genauso. entspannt. Ja, sehr entspannt. Und Sie hatten während der Vorstellung jetzt vielleicht noch ein paar
Minuten Zeit, um die letzten Vorträge sacken zu lassen und Ihre Fragen zu sortieren. Und zu denen wollen wir dann auch kommen. Genau, dafür würden wir jetzt gleich nochmal den Rektor hoch auf die Bühne bitten, genauso wie die 4 Vortragenden Dr. Michael Sommerauer, Dr. Daniela Rösler und Professor Dr. Ulrich Ettinger und Professor Dr. Jan Dietrich. Die haben nämlich dann gleich für ihre Fragen Zeit, diese dann auch ausgiebig zu beantworten. Genau. Und einen großen Applaus, würde ich einmal sagen. Ja. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Genau, und wir kommen jetzt zu Ihnen ins Publikum, um fleißig Ihre Fragen zu sammeln. Ja, der Mann muss auch zu mir. Ja, meine Damen und Herren, Mikrofon schon an. Ja, Sie sind vielleicht auch überwältigt wie ich. Ja? Also das ist einfach das Tolle an dieser Veranstaltung, dass wir doch viele Fachgebiete, viele Disziplinen da in den Blick nehmen, dass wir im Prinzip eben wirklich Neues erfahren. Ich finde das echt großartig. Ich freue mich auch, dass so viele von Ihnen heute bei dieser Veranstaltung sind. Das ist für unsere Vortragenden natürlich auch besonders toll, dass sie so ein klasse Publikum haben. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber war das nicht fantastisch? Ja, eben. So, deswegen. So, haben die sehr gut gemacht. Ja? Das war großartig. Ja, bitte seien Sie nicht scheu. Sie moderieren, oder? Ja? Genau, ich würde einfach mal direkt hier vorne anfangen. Ich habe eine Frage zu dem Schlafentzug. Ich muss gestehen, bei mir weckt das Albträume, die Vorträge oder der Vortrag darüber. Ich denke an Foltermethoden. Da müssten Sie doch eigentlich auch dran denken. Also nicht natürlich in meiner Forschungspraxis, aber ja, da hat man leider auch natürlich daran gedacht. Und klar, der Schlafentzug ist eine Foltermethode. Und Sie haben ja gesehen, ich habe ansatzweise gezeigt, was das mit Menschen machen kann. Und das waren bei dieser Segelregatta, das war ja nicht der vollständige Schlafentzug für mehrere Tage. Die konnten ja immer wieder schlafen. Aber es gibt Berichte von Menschen, die eben mehrere Tage wachgehalten wurden und die leiden sehr unter dem psychischen Konsequenzen davon. Ja, das ist leider so. Vielen lieben Dank für den interessanten Vortrag. Ich hatte eine Frage zur optimalen Schlafdauer. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Oder gilt die Empfehlung 7 bis 8 Stunden gleichermaßen für alle? Die Schlafdauer, die ich gezeigt habe, die basiert vor allem auf self-reported Berichten. Also die Personen wurden gefragt, wie lange schlafen sie? Und wir wissen auch, dass es schwierig ist von der Korrelation, wie viel ich selber wahrnehme, wie viel ich schlafe und wie viel ich tatsächlich geschlafen habe. Aber es gibt natürlich keine großen Studien, wo man den Schlaf über lange Zeit so manipuliert hat, dass man tatsächlich dazu eine noch klarere Aussage treffen kann. Aber jetzt zu der Frage bezüglich der Geschlechter ist es so, dass eigentlich diese 7 bis 8 Stunden bei beiden Geschlechtern herausgekommen ist. Da ist nicht eins im Vorteil oder im Nachteil. Dankeschön. Ich würde auch gerne nochmal an dieses Thema Schlafentzug anknüpfen. Wir haben gesprochen über den freiwilligen Entzug der Einhandsegler, über Schlafentzug als Folter. Aber die Natur hat den Schlafentzug ja auch vorgesehen. Wenn ich an junge Eltern denke, vor allen Dingen an junge Mütter. Ich bin jetzt erst seit einem halben Jahr Großmutter, ich erlebe das also wieder aus zweiter Hand. Nächte, die stündlich unterbrochen werden und das über Wochen und Monate, hat die Natur dann in dieser Phase auch, ich sage mal, ein Gegenmittel erfunden, dass junge Eltern eben nicht durchdrehen oder aggressiv werden, sondern es tatsächlich schaffen, ihr Kind rund um die Uhr zu versorgen.
Oxytocin und so. Ich meine, das ist eine super Frage. Wir teilen uns die Antwort so ein bisschen. Stichwort Oxytocin, aber magst du vielleicht übernehmen? Ja, genau. Ich bin auch gerade so ungefähr aus dieser Phase raus. Es gibt ja die Idee des monophasischen oder des polyphasischen Schlafes und das, was die allermeisten ja praktizieren, wenn sie es können, ist ein monophasischer Schlaf. Wir schlafen an einem Stück und wir sind an einem Stück wach, was irgendwie auch ganz angenehm ist. Und tatsächlich ist es aber nicht in Stein gemeißelt. Man kann auch quasi in solchen Extremsituationen in einen polyphasischen Schlafmodus übergehen. Dann hat man natürlich auch nicht mehr ganz diese massive Schlafrestriktion, die sein könnte. Und so kann man, wenn man sich jetzt hier diese beiden Schlafprozesse auch anschaut, natürlich seinen Schlafdruck auch immer wieder senken, wodurch dann natürlich auch wieder gewisse Prozesse im Schlaf angestoßen werden. Da ist es dann eher quasi am Ende wichtig, dass man auf so eine Gesamtschlafdauer kommt. Meine Frage bezieht sich auf die Chronotypen. Und zwar ist ja da gesagt worden, dass diejenigen, die Eulen sind, haben ja viel schlechtere Chancen, in der Gesellschaft wirksam zu werden, weil ja morgens früh werden die schon wach gemacht und dann geht ja dieser Teil, sozusagen der intellektuelle Teil, das Volumen dieser Leute verloren für die Gesellschaft. Gibt es irgendwie da Vorstellungen darüber? Man hat auch schon mal gehört, meine ich, dass es so Ideen gibt, die Schule später anfangen zu lassen, damit eben diese Eulen auch eine Chance haben. Gibt es Vorstellungen darüber, wie unsere Gesellschaft anders aussehen würde, würden die Eulen zu ihrem Recht gekommen sein? Ich will noch ergänzen, es gibt an der Universität manchmal Kurse, tatsächlich auch bei uns an der Fakultät, die beginnen um 8 Uhr. Ich weiß nicht, ob das nach Ihrer Frage noch legitim ist hier. Genau, da sprach wahrscheinlich gerade eine Eule, die ich aber nicht gesehen habe. Vielleicht winken Sie kurz, dann kann ich Sie direkt ansprechen. Ich spreche dahin. Super. Okay. Ich beantworte Ihre Frage. Super Frage. Ganz wichtig, betrifft ja tatsächlich einige von uns. In der ersten Reihe sitzt eine 11-Jährige. Gerade die Teenager, die so ab der Pubertät bis in die vielleicht so bis 18, 19, 20 betrifft das ganz besonders. Also Kinder und Jugendliche, oder Jugendliche vor allem, die eben eher so diesen Spättyp teilweise recht ausgeprägt haben. Ja, da gibt es Studien dazu. Ein Kollege in Singapur, Michael Chi, hat es sehr intensiv untersucht, hat auch an einem Modell versucht oder einen Modelldurchlauf sozusagen. An einer Schule wurde der Start von 7:30 Uhr, was schon sehr früh ist für eine Schule, auf 8:15 Uhr gelegt. Und das hatte eine ganze Reihe von positiven Effekten. Also es hat sich für diese Jugendlichen nicht etwa alles um 45 Minuten nach hinten verschoben, wie man befürchten könnte, sondern nein, die Time in Bed, die Zeit im Bett und die Schlafzeit wurde tatsächlich etwas länger und auch kognitiv profitierten diese Jugendlichen nur davon. So, das sind die Jüngeren. Die anderen von uns, die Studierenden, die um 8 Uhr, ist das eigentlich ST oder CT bei euch? So oder so. Meistens in der evangelischen so oder so. Fakultät wahrscheinlich ST oder ja, genau. Also so oder so, quasi gefühlt mitten in der Nacht. So, aber im Berufsleben hat es natürlich auch Konsequenzen und einige von uns können ja, das kann man Gleitzeit nennen oder wie auch immer, flexible Arbeitszeiten können ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht irgendwie sich mal ausschlafen, sondern ihre beste kognitive Leistungsfähigkeit ihrem Arbeitgeber, ihrem Beruf sozusagen zur Verfügung stellen. Ja? Das ist also durchaus ein sinnvoller Ansatz, mal darüber nachzudenken, auch gerade in Schulen und eben auch was Gleitzeit in der Arbeit angeht. Schön, dass der Kanzler da direkt in der ersten Reihe sitzt. Holger, wir müssen das mit der Gleitzeit nochmal, vielleicht darf ich ganz kurz noch Sie um was bitten. Und zwar, ich würde gern, dass diejenigen, die jetzt vielleicht eine Frage zu Tieren haben und so weiter, die Frau Rösler auch noch mal richtig fordern. Ja? Also sollten Sie was über Spinnen hinaus so im Blick haben, bitte stellen Sie eine, wer hat das ja, vielleicht können wir das auch noch mal in den Blick nehmen, ja? Dass es nicht verloren geht, weil wir natürlich nur so ein Zeitfenster für die Diskussion haben.
Wir hatten vorhin einmal kurz gesprochen und tatsächlich eine Fragestellung sozusagen aus der Geschichte heraus. Es ist ja ganz oft so, dass Träume und sozusagen die Phänomenologie der Träume häufig am Menschen und an seiner Ratio hängt, weil er eben ein Bewusstsein hat und denken kann. Deswegen träumt er auch und die Frage ist, wie hängt das zusammen? Und für Descartes ist das ein Riesenproblem. Ja, wie kann ich den Wachzustand von meinem Traum eigentlich unterscheiden und ist das die eigentliche Realität oder eine andere? Das geht bis in antike chinesische Philosophie zurück und ich fand das spannend jetzt zu sehen, dass es durchaus sozusagen Fragestellungen gibt, ja, auch bei Tieren, sogar bei Tieren, wo man denken würde, da können die denn denken? Fragezeichen, haben die ein Bewusstsein? Fragezeichen. Das sind offene Fragen. Ja. Die nicht klar sind. Aber da gibt es auch eine Frage aus dem Publikum. Ja? Genau, ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Quallen. Und zwar war mein bisheriges Verständnis immer, dass Schlaf vor allem darüber definiert ist, dass man sich Hirnströme anschaut und dann halt schaut, okay, da schläft jetzt jemand, aber das geht ja bei Quallen nicht, wenn die kein Gehirn haben. Das heißt, da wäre jetzt meine Frage, wie kann man denn überhaupt feststellen, dass Quallen schlafen oder wie kann man das vielleicht sogar biologisch definieren? Ja, super gute Frage. Ein Problem, was wir auch eben bei den Spinnen haben, weil auch bei den Spinnen ist es uns bisher noch nicht wirklich möglich, die Hirnströme anzuschauen. Das heißt, bei diesen ganzen Tieren gehen wir auf die Verhaltensdefinition von Schlaf und das sind 5 Kriterien. Zum einen ist es normalerweise eine Schlafposition, also irgendwas passiert mit der Körperhaltung, die ganz, ganz klar für den Schlaf da ist. Dann aber auch eine Bewegungslosigkeit und das sieht man bei den Quallen, die hören wirklich auf, sich zu bewegen und ja, sinken dann quasi im Wasser runter. Und die anderen Definitionen sind zum einen eine verringerte Reaktionsfähigkeit, also wenn man einen Impuls gibt, dann, wenn das Tier am Schlafen ist, kann es eben nicht mit der gleichen Reaktionsgeschwindigkeit reagieren, wie wenn es wach ist. Und es ist eben auch reguliert, homöostatisch, also mit dem Schlafdruck, das wir schon gesehen haben, das ist auch einer der Verhaltenskriterien. Und den letzten habe ich jetzt vergessen. Aber man kann es eben über diese Verhaltensdefinition machen. Und bei den Quallen konnte man eben nachweisen, dass sie zyklisch immer wieder absinken und bewegungslos werden. Umkehrbarkeit. Damit ist es nämlich nicht Koma, sondern man kann das Tier aus diesem Zustand wieder wecken. Was ich vielleicht jetzt als Fruchtfliegenforscher in meinem früheren Leben vielleicht noch dazu sagen kann, also die Gene, die notwendig sind für den Tag-Nacht-Rhythmus, ja, die sind in Fruchtfliegen entdeckt. Da ist unter anderem ein ganz wichtiges Gen, das sogenannte Period-Gen. Period, also Periode, Period, weil das im Prinzip festlegt die Aktivität dieses Gens, ob man Eule ist oder ob man früher Vogel ist. Ja? Das ist sehr interessant. Und mein Punkt ist, dass man die Mechanismen, die zu dieser Chronobiologie beigetragen haben, in Einzelzellen untersucht hat. Das bedeutet, dass dieser Tag-Nacht-Rhythmus auf einer zellulären Ebene schon verankert ist. Und das würde eben bedeuten, dass wir das eben auch in anderen Organismen niederen in der Evolutionsleiter eben auch schon haben. Während dann die komplexeren Themen wahrscheinlich oder komplexeres Verhalten wahrscheinlich über die Evolution erst später evolviert ist. Ja? Aber diese Tag-Nacht-Thematik hat man schon in Einzelzellen. Das ist sehr spannend. Ja, bitte, die Moderatorinnen machen weiter. Ja? Oder? Ich glaube. Ja, ich habe eine Frage aus der studentischen Perspektive oder aus der Perspektive von jungen Leuten, vielleicht auch von allen anderen Menschen. Und zwar der Bezug von Träumen zu, also Träume wirklich so gedacht als Traum, Wunsch, Ziel. Sehen Sie da Möglichkeiten, um quasi motivierter im Leben zu sein oder zielstrebiger im Leben zu sein? Also wirklich der Begriff Traum als Bezug zum Thema Motivation und Zielstrebigkeit. Sehen Sie da Möglichkeiten, wie man das beeinflussen könnte? Danke. Über Medikamente oder? Ja. Keine Ahnung. Ja, bitte, was sagen die Mediziner jetzt? Oder? Okay, ja, ich werde angeguckt. Tatsächlich ist es ja relativ schwierig, seine Träume bewusst zu steuern oder bewusst zu beeinflussen. Es gibt natürlich die luziden Träume, was man auch teilweise erlernen kann, wo man dann auf seinen Trauminhalt etwas verändern kann, aber die allermeisten Menschen können ja jetzt nicht abends ins Bett gehen und sagen,
heute Nacht träume ich auf jeden Fall davon und das sozusagen nutzbar machen für den nächsten Tag. Dass eine gewisse Färbung von dem, was im Tag passiert ist, auch in den Träumen da ist, das gibt es schon. Zum Beispiel mein Schwerpunkt ist ja die REM-Schlafverhaltensstörung, wo man dann auch teilweise sieht, was geträumt wird. Da haben wir einen Patienten, wenn der ins Fußballstadion gegangen ist, dann ist immer klar, was danach passiert in der Nacht. Aber sozusagen, ich habe ehrlich gesagt noch nie eigentlich erfahren, dass, oder das sind jedenfalls nicht die zu uns kommen, dass tatsächlich das sozusagen als Mittel eingesetzt wird zur Optimierung. Ich weiß nicht, gibt es im Tierreich oder? Im Tierreich wäre mir das neu, aber ich finde es sehr spannend. Also, es wäre natürlich klasse, aber leider nicht. Also in der Antike haben die sich eben in den Tempel gelegt. Ja? Zum Beispiel in den Tempel des Asklepios. Ja. Das könnten Sie überlegen. Müsste dann in jedem Büro, in meinem Büro dann auch so eine Liege sein? Oder? Das wäre gut, das wäre hilfreich. Wär ja vielleicht, ja, kann man mal überlegen. Ja, weitere Fragen bitte. Ja, vielen Dank für den schönen Input heute Abend. Meine Frage ist, Sie haben vorhin gesagt, psychische Störungen und Schlaf gehören oft zusammen. Und Sie haben gesagt, viele psychische Erkrankungen. Daher meine Frage, welche psychische Erkrankung geht denn ohne Schlafstörungen einher? Auch die Frage würde ich mir gerne aufteilen, vielleicht eher so eben für die psychischen, du vielleicht für die neurologischen Störungen. Also bei psychischen Störungen, da müsste ich jetzt wirklich ganz tief in meinem Gedächtnis kramen. Es ist de facto so, dass gestörter Schlaf im Spektrum der psychischen Erkrankungen als eine Art transdiagnostisches Merkmal angesehen wird. Also auch wenn ich gezeigt habe, bei den Ratten lässt sich das mit Antipsychotika behandeln, nicht mit Antidepressiva. Das suggeriert ja vielleicht eine gewisse Spezifität. De facto ist es umgekehrt nicht so. Also ich komme jetzt nicht auf die Schnelle auf ein Störungsbild, das nicht oder das eben nicht irgendeine Art von Schlafstörung hat. Aber ich übergebe mal an dich, vielleicht kannst du das noch ergänzen, Michael. Vielen Dank. Ja, also es gibt ja quasi vom Robert-Koch-Institut klare epidemiologische Daten, dass 30% unter einer chronischen Insomnie leiden. Jetzt kann man hier einmal den Raum in 3 Teile teilen. Und ohne dass quasi wirklich auf Komorbiditäten geschaut wird. Aber Schlaf-Wachstörungen, da zählt jetzt ja die Insomnie vielleicht als die häufigste, es gibt ja noch viel mehr, zirkadiane Rhythmusstörungen, Albtraumstörung, die werden bei fast allen Erkrankungen noch mal häufiger. Sowohl quasi bei psychischen, psychiatrischen Störungen, aber auch bei neurologischen oder somatischen Erkrankungen sehen wir einen Anstieg. Das heißt jetzt nicht, dass unbedingt 100% das sein muss. Es gibt sicherlich Erkrankungen, wo das häufiger wird, aber quasi jemand trotzdem Glück hat, an der Schlafstörung vorbeigekommen zu sein. Die Idee, die man aber mittlerweile hat, ist, dass ich sollte beides gleichzeitig behandeln, weil quasi auch, wenn ich die Schlafstörung gut behandelt kriege, es sich auf die andere Störung mit positiv auswirkt. Gibt es so etwas wie ein Traumgedächtnis? Und zwar insbesondere in dem Sinne, dass dort auch Träume gespeichert werden, die zunächst mal nicht die Bewusstseinsschwelle überschreiten, aber irgendwann später plötzlich, wie auch immer, assoziativ aufgerufen werden. Ich bilde mir ein, ich hätte solche Träume. Aus Perspektive der auch Zoologie vielleicht? Oder? Ich glaube, mich an eine Studie zu erinnern, wo tatsächlich sehr klar beschrieben wird, dass es wichtig ist, dass diese Träume ja eigentlich auch wieder gelöscht werden, damit eben das nicht dann alles ein bisschen verworren wird mit unserem Alltag, weil wir irgendwann gar nicht mehr wissen, was ist jetzt überhaupt real, was nicht. Also ich glaube, im Gehirn gibt es tatsächlich eigentlich eine sehr wichtige Funktion, den Trauminhalt auch relativ zügig wieder zu löschen, aber die Mediziner vielleicht. Also
Die Psychoanalyse würde davon natürlich ausgehen, dass es das gibt. Die Psychologie, C.G. Jung auch mit der Idee, es gibt so Archetypen, an denen man dann teilhat. Aber daran sehen Sie auch schon, dass die individuelle Frage eines individuellen Traumgedächtnisses geweitet werden kann auf sozusagen das kulturelle Gedächtnis, das wir haben, eine Kultur oder vielleicht dann sogar eine Menschheit, erweitert werden kann. Dann auf jeden Fall gibt es ein kulturelles Traumgedächtnis, ob medizinisch nachweisbar individuell. Grundsätzlich medizinisch werden Träume eher als Abfall behandelt. Das ist so ein bisschen lapidar ausgedrückt, was du meintest. Aber ja, also das ist ja das, was wir alle erleben. Ne? Wir wachen morgens auf, oh, ich habe von dem und dem geträumt und dann will ich es eigentlich erzählen und schon ist er weg. Und das ist jetzt sozusagen ein eigentlich ganz guter Überbau, warum das am Ende eigentlich schützt, dass man eben Traum und Realität gut voneinander trennen kann. Gibt es hier hinten Fragen? Ich glaube, wir müssen da gucken, wo die Mikrofone sind. Klar? Genau. Sonst mache ich einmal hier vorne zuerst. Ja, dann. Also mit der überwältigenden Nachtbeleuchtung, was ist denn die Prognose für Tiere, die eigentlich in der Nacht schlafen sollten? Ja, das ist eine super gute Frage. Ja, also Lichtverschmutzung ist ein riesiges Thema, was gerade wieder bei den Wirbellosen extrem wenig erforscht ist. Also wir schauen uns das ja normalerweise wieder für die Wirbeltiere an oder für die Fledermäuse und die Vögel. Und gerade für die Wirbellosen ist es tatsächlich wahrscheinlich ein riesiger Faktor. Also gerade die ganzen Insekten, da laufen schon viele Studien, die schauen aber eher, fliegen die da ins Licht oder nicht, stören wir die damit, aber es fängt erst ganz langsam an, dass wir uns anschauen, wie verändert die Lichtverschmutzung auch den zirkadianen Rhythmus von diesen Tieren und entsprechend auch das Verhalten. Und ich denke, da müsste noch ganz viel Forschung in der Zukunft eigentlich in diese Richtung laufen, weil wir, glaube ich, ganz stark unterschätzen, welchen Einfluss Schlaf auf alle anderen Verhaltensweisen hat. Schlaf ist so ein bisschen ein ganz zentrales Verhalten, weil wenn wir schlecht schlafen, und das gilt für Tiere genauso, wenn die schlecht schlafen, sind alle anderen Verhaltensebenen davon auch beeinflusst. Und dann denken wir zum Beispiel an die Bienen. Wenn Pestizide oder Lichtverschmutzung den Schlaf von den Bienen stören, dann bestäuben die nicht mehr so aktiv. Deswegen müssen wir da, glaube ich, in Zukunft noch ganz viel mehr am Schlaf bei wirbellosen Tieren forschen. Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage, und zwar habe ich mich gefragt, wie bewusst oder unbewusst ist eigentlich Schlaf? Ich meine, wir haben gehört, früher wurde das mit dem Tod gleichgesetzt oder eine Ähnlichkeit empfunden. Also wie unbewusst oder bewusst ist eigentlich Schlaf, wenn wir da drin repetieren, Problemlösungen sogar machen, lernen? Ist das alles dann wirklich vollkommen unbewusst? Gibt es dazu irgendwelche Studien? Also, jetzt guckst du mich an, Michael. Also das könnte ich sehe Sie nicht, aber ich schaue mal so in die Runde. Dort hinten. Da. So, das könnte ich Sie fragen, weil Sie selber sind der Beste, der Weltexperte für Ihr eigenes Bewusstsein. Ja, und dann sind wir wieder bei dem, was wir gerade gehört haben. Ich wache auf und ich schüttel sozusagen den Traum ab und dann ist er weg und dann kann ich mich nicht mehr erinnern. So, das heißt, es gibt aber etwas, das ich offensichtlich erlebt habe und worüber ich irgendwie reflektieren kann. Das heißt, muss da was bewusst gewesen sein. Ich glaube, man kann den Schlaf da ganz gut abgrenzen von der Bewusstlosigkeit unter Anästhesie zum Beispiel. Das ist ein ganz anderer Zustand, ein ganz anderer Gehirnzustand, und da erwachen Sie auch mit einem ganz anderen sozusagen Nachhängen oder einem ganz anderen Bewusstsein darüber, was da gerade passiert ist. Also da würde ich eine klare Grenze ziehen, und ja, das ist eine sehr gute Frage, welche Bewusstseinsgrade, man kann auch über die Definition des Bewusstseins sprechen, was genau meinen wir damit, das bewusste Erleben, ja, das sind sicher Anzeichen davon da, die bewusste Kontrolle, das haben wir gerade gehört, funktioniert in der Regel nicht, bis auf bei dem luziden Träumen, also wir haben keine Kontrolle über uns selbst im Traum. Also da gibt es sicher viel, worüber man noch sprechen könnte, aber ich würde sagen, eine klare Linie verläuft auch ganz sicher zwischen Schlaf und der Bewusstlosigkeit, wie zum Beispiel mit einer Anästhesie. Ja? Meine Frage bezog sich auch ein bisschen darauf, wir haben ja gehört bei Delfinen zum Beispiel, dass sie mit einer Gehirnhälfte schlafen und die andere wach haben, weil es anscheinend ein bisschen Bewusstsein bedarf, um Gefahren abwehren zu können.
Und insofern bezieht sich auch die Frage darauf. Ja, also ich glaube, die Tiere haben da eine bessere Lösung zugefunden. Also die Flexibilität von Schlaf ist bei Tieren natürlich viel extremer. Und genau genommen würde dieser Halbhirn, also dieser Schlaf mit nur einer Hirnhälfte ja sogar die Definition von Schlaf gar nicht erfüllen, weil wir eben die Bewegungslosigkeit da gar nicht sehen. Aber es scheint eben so ein starker Selektionsdruck darauf zu sein, dass diese Tiere sich weiter bewegen müssen. Das ist auch bei Zugvögeln so, die wirklich über Tage und Wochen fliegen. Die müssen einfach zwischendurch mal abschalten und das geht aber, wenn man auf dem offenen Meer ist, eben nur, indem man das nur mit einer Gehirnhälfte macht. Aber ich meine, in dem Sinne ist es ja eigentlich ein Luxus, dass wir mit beiden Hirnhälften schlafen dürfen. Absolut. Und tatsächlich ist es ja so, wenn eben das ganze Hirn nicht komplett im Schlaf ist, das sehen wir dann ja auch als Parasomnie, als Schlafwandeln. Das ist dann ja eben auch so, dass die Idee dabei ist, dass Teile des Gehirns noch schlafen, andere Teile schon wach sind. Und eben da ist es aber so, dass das Bewusstsein nicht wach ist, sondern dass sie eigentlich das, was sie im Schlafwandeln tun, also im klassischen Somnambulismus, unbewusst tun. Und die können sich dann ja oft auch nicht daran erinnern. Die wachen dann quasi in der Küche auf oder irgendwie neben dem Bett, wissen aber eben nicht eigentlich, wie sie dahin gekommen sind. Die Ethnologie zeigt auch recht klar, dass die Art und Weise, wie wir schlafen, 7 Stunden hintereinander oder 8, nicht selbstverständlich ist. Denn es gibt natürlich andere Kulturen, asiatische heutzutage zum Beispiel sehr viel, oder im Mittelmeerraum, wo sie ja eine Siesta haben, wo sie Phasen haben des Schlafes während des Tages. Die sind luzider, eben viel der Begriff luzider Traum, also wo sie eine höhere Selbstaufmerksamkeit mitbringen, als vielleicht in den klassischen 7-8 Stunden Schlaf, die wir sozusagen als Nordeuropäer durchführen und dann untersuchen. Also im asiatischen Raum gibt es noch kürzere Powernappings, die sind dann noch in Japan zum Beispiel noch viel stärker als bei uns heutzutage. Auch das kann man also kulturell versuchen, ein bisschen zu unterscheiden, wie die Wachsamkeit während des Schlafes sich auch kulturell ein wenig zu dem, was wir als selbstverständlich annehmen, unterscheidet. So, wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Frage. Okay. Das setzt mich jetzt unter Druck, wenn das die letzte Frage ist. Als die Sprache darauf kam, Träume auch mal in anderen Kulturen zu untersuchen, kam mir so in den Sinn, selbst im alten Griechenland hatte man ja das Asklepion. Und zu dem besagten ganzheitlichen Heilungsprozess gehörte ja als letzte Stufe der Traum, der aber etwas Positives bewirken sollte. Dann stört natürlich der Gedanke, dass Träume im Grunde Abfall sind. Trauminhalte. In dem Zusammenhang ein bisschen. Aber was mich interessieren würde, müsste man das denn aus heutiger Sicht doch sehr in Zweifel stellen, dass solche Träume, die ja was Gutes bewirken sollten und die Krankheit dann heilen sollten, ob das ein Wunschdenken war oder ob man das durchaus für möglich halten kann, dass das tatsächlich diese erwünschte Wirkung hatte. Denn es ist ja sehr verbreitet. Und es waren ja offensichtlich keine Spinner, die das gemacht haben. An mich ein Versuch. Also ich kann das natürlich naturwissenschaftlich nicht sozusagen so fundieren, wie ihr das vielleicht könntet. Aber es ist ja so, dass wenn Sie Traumberichte haben in diesen Kulturen, die über Träume sprechen, also wann sprechen wir über unsere Träume? Wenig. Wir schlafen meistens alleine oder zu zweit. Aber das sonst Typische bei Menschen, dass man in einer Gruppe schläft, wir hatten das Beispiel von den Elefanten, die sich dann, ist nämlich auch viel wärmer, man schützt sich miteinander und so können sie natürlich auch in manchen Kulturen viel, viel mehr miteinander über die Träume reden. Alleine das Reden und Besprechen der Träume bringt ja die Träume in einen neuen Sozialzusammenhang, wo die Menschen sich gegenseitig dann unterstützen, das auslegen und so weiter. Allein das kann ja, wir wissen ja, gute, gelingende Sozialbeziehungen helfen auch für die Gesundheit, psychisch und physisch. Also allein in dem Sinne kann auch sozusagen ein positiver Umgang mit dem Traumerleben auch vielleicht etwas bewirken. Ob das naturwissenschaftlich empirisch gegroundet ist, was ich gerade sage, kann ich Ihnen aber nicht sagen. Ja, also
Wir müssen leider jetzt die Fragen einstellen, aber unsere Vortragenden sind ja nachher noch da. Das heißt, Sie könnten nachher vielleicht das eine oder andere, was Sie interessiert, natürlich auch noch mal erfragen, wenn Sie möchten. Aber müssen wir jetzt zur nächsten Phase in dieser Veranstaltung kommen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Viele Fragen gibt es noch. Ihr steht alle zur Verfügung, ja, sodass man hier vielleicht auch noch ein bisschen was beantworten kann. Das müssen die Autorinnen müssen das sagen, ja? Also ich denke, wir können auf jeden Fall mit vielleicht den Videos eine Variante davon, ja, sagen wir mal, da sind wir mal ein bisschen Version. vorsichtig, aber das können wir sicher machen, oder? Ja? Ja. Okay, vielen Dank für den Kommentar. Ja, also ich danke nochmal ganz herzlich. Es waren ja auch knifflige Fragen, aber eben das zeigt am Ende auch, wie wichtig dieses Thema ist, wie toll es ist. Ich kann für mich nur sagen, ich habe tatsächlich manche Dinge, die ich für die Wissenschaft gebraucht habe, geträumt, ja. Also wo man dann an einem Problem arbeitet und so weiter und tatsächlich, also sind wichtige Erkenntnisse, also im Traum irgendwo erschienen und ich habe mich dann daran auch erinnert und konnte das tatsächlich im Labor dann auch umsetzen. Ich habe da sehr davon profitiert, ging Ihnen auch so. Herzlichen Dank erstmal, nochmal einen Applaus. Ja. Genau. Und bitte, ja, super. Ja, einen herzlichen Dank auch an Ihre Fragen und nochmal einen herzlichen Dank an den Rektor und die 4 Expertinnen, die so fleißig geantwortet haben. Ja, genau. Wir hoffen, es konnten die meisten Fragen beantwortet werden. Und der Abend neigt sich auch schon fast leider dem Ende zu. Aber davor haben wir noch 2 Personen, die wir gerne auf die Bühne bitten würden. Einmal Dorothee Röwekamp und Monika Hermanns von den Fachschaften der evangelischen und katholischen Theologie. Kommt gerne zu uns. Ja, guten Abend zusammen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute unsere Fachschaftsarbeit vorstellen können, die tatsächlich auch ein bisschen Kooperation von uns beiden beinhaltet. Mein Name ist Monika Hermanns, ich bin Vorsitzende des Fachschaftsrates Katholische Theologie. Ja, guten Abend, mein Name ist Dorothee Röwekamp, ich studiere Evangelische Theologie im 10. Semester mit dem Ziel Pfarramt und wohne jetzt seit einem halben Jahr hier in Bonn. Genau, und ganz klassisch, was wir tun, so zu unseren Aufgaben, gehören natürlich gemeinsame Veranstaltungen, Informationen für die Studierenden und auch natürlich Hilfe, alles ganz kompakt implementiert in der Ersti-Woche oder wie es bei uns heißt, in der M0-Woche. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir genau die Studierenden an die Universität heranführen, an die Fakultät heranführen. Und regelmäßige Veranstaltungen sind dabei zum Beispiel das gemeinsame Pizzaessen zu Semesterbeginn für alle Fakultätsangehörigen. Geht bei uns vielleicht auch ganz gut, weil wir ja eine relativ kleine Fakultät sind. Natürlich ganz wichtig, damit die Studierenden ihre neue Wohnstadt kennenlernen, die Kneipentour. Und ganz wichtig ist uns auch immer unsere alljährliche Weihnachtsspende mit dem dazugehörigen Bücherflohmarkt, wo wir jedes Jahr an einen karitativen Zweck Spenden sammeln und dann die Spenden auch natürlich auszahlen. Und genau, besonders freut uns, dass wir auch seit einigen Jahren wieder ein gemeinsames Grillen zusammen mit der Fachschaft der Evangelisch-Theologischen Fakultät haben. Ja, ich habe es gerade kurz erwähnt. Ich wohne jetzt seit einem halben Jahr in Bonn und studiere hier und kann wirklich sagen, dass nicht nur die Stadt, sondern auch vor allem die Fakultät ein Stück zu Hause geworden ist für mich, was vor allem an der tollen Fachschaftsarbeit lag und liegt.
Und jetzt habe ich mich vor 3 Wochen dazu entschieden, selber Teil von der Fachschaft zu werden, um ein bisschen das zurückgeben zu können, was ich erlebt habe in meiner Anfangszeit hier, von Bastel-, Spieleabenden, Filmabenden und Kontakte zu knüpfen, was einfach schöner ist, gemeinsam zu lernen und unterwegs zu sein. Und gerade ganz zu Beginn, wenn man neu ist, das Frühstück zur Semestereröffnung und die gemeinsamen Fahrten. Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Sie zu fragen und fragen, ob Sie uns unterstützen können. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht fragen, ob Sie Mitglied in der Fachschaft werden wollen, so wie ich die Unterstützung jetzt ein Stück zurückgebe, sondern eher, ob Sie die ein oder andere Münze, den ein oder anderen Schein für uns über haben, dass wir diese Arbeit weitermachen können und ja, Studierende, KommilitonInnen unterstützen können in ihrem Alltag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an die beiden Fachschaften. Und Sie sind vielleicht traurig, ich bin vielleicht etwas traurig, weil der Abend sich schon dem Ende zuneigt. Aber genau, wenn Sie später rausgehen, dann finden Sie am Eingang bzw. am Ausgang auch noch 2 Spendenboxen, wo Sie die Fachschaften dann finanziell unterstützen können. Ja, Mona, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Abend ist wie im Traum verflogen und ich fand ihn super spannend. Ich hoffe, für Sie war das auch sehr spannend und wenn Sie jetzt traurig sind, dass der Abend vorbei ist, dann habe ich aber gute Nachrichten für Sie, weil das war natürlich nicht das letzte Mal, dass die Exzellenz-Universität Bonn Sie einlädt und ja, genau. Und jetzt würden wir ein letztes Mal an diesem Abend Sie auf die Bühne bitten, unseren Gastgeber und Rektor, Professor Dr. Dr. H.C. Michael Hoch. Einen großen Applaus. Ja, das Datum für die nächste Veranstaltung steht schon fest. Es ist der 2. Dezember, also diesen Jahres nochmal. Und was aber noch nicht feststeht, ist das Thema der Veranstaltung, das Sie jetzt alle mitbestimmen würden und dürfen. Zwischen welchen Themen darf das Publikum denn heute Abend wählen? Ja, ich habe mit dem letzten Themenwunsch ja schon 2-mal verloren, ja. Also erinnern sich dran, die schon da waren. Also mein Wunsch, also ein Thema, was ich eigentlich toll finde, ist das Thema Gaming. Und zwar deswegen, weil man letztendlich auch gerade junge Menschen, viele junge Menschen irgendwo auch solche Strategiespiele wie Dungeons and Dragons, ja, und andere irgendwo sich überlegt haben, sich treffen und da ein interessantes soziales Miteinander ist. Aber es gibt auch das Thema E-Sports, überhaupt miteinander zu spielen, ist, denke ich mal, was sehr Schönes und ich fände es gut, wenn man dieses Thema sich auch mal vornehmen würde. Ich habe allerdings jetzt wieder das Problem, dass ich ein anderes Thema habe, was ich mir ausgedacht habe und ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte knapp werden heute, ja. Denn das zweite Thema, was ich gern vorstellen möchte, ist das Thema Schwarmintelligenz. Und das finde ich als Biologe natürlich faszinierend. Ja? Also wir haben ja über Vögel etwas gehört, Vögelschwärme, Navigation, ja? Aber dann eben auch Fischschwärme, ja? Haben Sie sicherlich so im Blick, wie das kontrolliert wird. Das findet auch Anwendung im technischen Bereich, Drohnenschwärme und anderes. Wir sind davon abgeleitet. Also Schwarmverhalten ist ein sehr interessantes Thema. Wir finden es sogar bei Computertechnologien, ja? Denn solche Schwarmtechnologien bei Computern bringen eine unglaubliche Rechenkraft auch hervor. Ja? Also Schwarmintelligenz, das ist biologisch natürlich schon klasse und hat eben halt auch viele technische Anwendungen und da gibt es viel, was man wissenschaftlich noch ergründen muss. Gaming und Schwarmintelligenz. Ja, beide das super sind spannende so die Themen. Wir hören Ihre Passion daraus. Ja. Interesse ist an beiden Themen da. Sie Ja. haben jetzt die Chance abzustimmen, also an alle, die gerade noch geduldig sitzen geblieben sind. Die haben jetzt das Privileg, ja, das nächste Thema digital mitzubestimmen.
Genau, und um abzustimmen, können Sie erstmal alle das Handy rausholen und den schönen QR-Code dort scannen und dann fleißig für das Thema abstimmen, was Sie dann gerne im Dezember hier sehen möchten. Und dabei kann man dann auch gleich, wenn schon ein paar Leute abgestimmt haben, schön live sehen, wie sich die Balken auch passend bewegen. Ja. Genau. Wir geben Ihnen einige Sekunden dafür und da würde ich den Rektor vielleicht in der Zwischenzeit nochmal fragen. Wir haben ein bisschen gehört, Sie hatten eigentlich Gaming zuerst im Kopf, dann noch Schwarmintelligenz dazu. Jetzt sagen Sie, kann es wieder verloren gehen, das Thema, was Sie eigentlich favorisiert haben? Ja, also ich weiß nicht genau. Gell? Wollen Also die Sie Reihen dann- haben sich auch ein bisschen gelichtet. Gell? Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ja? Aber Wie sehr wären Sie denn mit beiden Themen zufrieden? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also da wollen wir vielleicht das Publikum noch gar nicht so beeinflussen. Ja. Funktioniert Der nicht. QR-Code. Also sind alle für Gaming auch? Oder Ne, klappt's Ja. nicht? Okay, dann müssen wir, Dann müssen wir nochmal per Hand einen großen Applaus. Ja. Einen großen das, Applaus was an nicht die Themen, funktioniert. einen großen Applaus an den Versuch, das mal digital zu machen. Ja. Ja, dann einfach klassische Ja, würde ich sagen, Handabstimmung. Handabstimmung, ja. Das, Da Level, ist es. Okay. Habe ich es mir doch gedacht. Ja? Okay, Ja, dann. dann steht unser nächstes Thema fest. Oder sind noch welche am Abstimmen? Nö. Okay. Alle ready? Also es hat ja jetzt geklappt. Aber bei Wir haben es. Okay, das Publikum beschwert sich. Okay. Zu Recht. Mist. Ja, sonst? Ja, lass uns doch so abstimmen, oder? Genau. Analog abstimmen, Ja, okay. analog. Okay. Ja. Never Dann? change your running system. So. Dann einmal alle Hände hoch für Gaming. Okay. Gaming. Okay. Okay. Dann die. Wir brauchen ja nicht genau abzuzählen. Oder? Schwarmintelligenz. Okay. Da hat der Schwarm Schwarmintelligenz hat sich gesprochen. gezeigt. Und dann klatschen wir einmal fürs nächste Thema Schwarmintelligenz. Ja, okay. Gut. Aber bevor jetzt. Ja, also nee, da ist ja- war es ja irgendwie schon richtig. Also Ja. jetzt haben wir es einfach mal doppelt bestätigt und dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gastgeber des heutigen Abends, Professor Dr. H.C. Michael Hoch. Und auch einen großen Dank an die 4 Vortragenden, die uns eben mit den spannenden Inhalt den Abend gefüllt haben. Einen großen Applaus bitte für Dr. Michael Sommerauer. Ein Applaus für Dr. Daniela Rösler. Ein Applaus für Professor Dr. Ulrich Ettinger. Und nochmal ein Applaus für Professor Dr. Jan Dietrich. Genau. So, jetzt kommt natürlich die Überraschung, ja? Ich habe so eine kleine Überraschung mitgebracht für unsere tollen Moderatorinnen. Raten Sie mal, was ich in der Hosentasche habe. Das hole ich jetzt mal raus. 2 Schlafmasken, ja? Also wir haben heute gehört, wie wichtig das ist zu schlafen. Vielen Und die gebe ich Dank. jetzt mal, ja? Dankeschön. Das haben die ganz toll gemacht. Dankeschön. Genau. Wunderbar, ja? Vielen Dank. Okay. Also, großartig. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, einen großen Applaus nochmal an unseren Gastgeber, bitte. Ja, und einen großen Applaus auch für den Kammerchor und Anna Göke, die uns mit dem Stück Der Traum von Robert Schumann den Abend versüßt haben. Einen großen Applaus. Danke auch an Dorothee Röwekamp und Monika Hermanns von den Fachschaften der evangelischen und katholischen Theologie.
Und natürlich einen ganz, ganz, ganz großen Dank an alle OrganisatorInnen und alle Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, damit so eine Veranstaltung überhaupt erst möglich ist. Und ein allerletzter Dank geht raus an Sie. Danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, so aufmerksam zugehört haben und jetzt auch so fleißig geklatscht haben. Wir laden Sie natürlich auch zum nächsten Mal ein, wenn es heißt, die Exzellenzuniversität Bonn lädt ein mit dem Thema Schwarmintelligenz. Wir hoffen natürlich, dass Sie alle vorbeischauen. Ja, durch den Abend durfte ich Sie begleiten, Jada Jeran und Mona Landers vom Campus Radio Bonn FM. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen restlichen Abend, dazu natürlich einen erholsamen Schlaf und süße Träume.